1, 2, 1, 2. Jemand da? Jemand da? Können wir starten? Ich frage mal in die Runde. Moin, ihr Landratten, Seebären und Schiffskieker. Herzlich willkommen live aus dem schönsten Hafen der Welt zum 836. Hamburger Hafengeburtstag. Und wie könnte man diese maritime Megasause besser eröffnen als mit der traditionellen Einlaufparade? Jetzt heißt es, Glotze an, Fernglas raus, Möwen beiseite und alle Mann an Deck, denn gleich kommt alles, was schwimmt. Von majestätischen Großseglern bis zu schnittigen Einsatzbooten. Und ja, irgendwo dazwischen tuckert wahrscheinlich auch Willi mit seinem Kutter und sorgt für die musikalische Untermalung. Seit 1189 wird hier gefeiert, weil Kaiser Barbarossa der Stadt angeblich Zollfreiheit auf der Elbe gewährte. Ob das historisch hundertprozentig stimmt? Naja, aber für eine gute Party braucht man schließlich keinen Geschichtsabschluss, sondern nur eine gute Ausrede und einen freien Blick auf die Elbe. Heute erleben wir die große Parade der Superlative. Über 250 Schiffe aus aller Welt laufen ein. Und was da gleich an uns vorbeizieht, sind keine schnöden Schiffe, das sind schwimmende Geschichtsbücher mit ordentlich Kante. Da hätten wir zum Beispiel die Damod, das wird Ben euch gleich verraten. Der klingt nämlich kompliziert, sieht aber sehr gut aus. Ein polnischer Windjammer mit mehr Stil als die meisten Kreuzfahrtriesen. Und das Ganze ohne All-You-Can-Eat-Buffet. Natürlich darf auch unser alter Schatz nicht fehlen, die Cap San Diego, ein echter Stückgut-Frachterklassiker. Immer noch fahrtüchtig, immer noch elegant, quasi der Silberrücken unter den Schiffen. Und wer kennt sie nicht, die Alexander von Humboldt II mit ihren grünen Segeln und die unermüdliche Neuwerk, das Schweizer Taschenmesser unter den Einsatzschiffen. Aber keine Sorge, mehr Infos zu diesen Stars auf See gibt's natürlich gleich von meinem geschätzten Co-Kapitän Ben. Angeführt wird die Parade wie jedes Jahr von der Branddirektor Westphal, Hamburgs Feuerlöschboot der Extraklasse. Und wenn die ihre Löschmonitore anschmeißt, fliegt das Wasser bis zu 180 Meter weit. Sagen wir mal so, wenn es in Finkenwerder brennt, dann wird in St. Pauli das Bier wässrig. Direkt dahinter schippert dann der Marinetender Donau, der aussieht, als könnte er notfalls die halbe Nordsee versorgen. Und dann folgen die beiden Multifunktionslöschboote Prag und Dresden, die nicht nur löschen, sondern wahrscheinlich auch Kaffee kochen und das WLAN reparieren können. Offiziell eröffnet ist der Hafengeburtstag, sobald das erste Schiff an der Rigmas vorbeizieht. Die gute alte Lady bleibt zwar brav am Kai, aber sie winkt innerlich ganz stilvoll, versteht sich. Und apropos winken. Vergesst nicht, den Schiffen zu winken. Ja, auch digital funktioniert das im Chat mit den Winkehand-Emojis. Und ihr wisst, wer nicht winkt, muss nächstes Jahr als Smoothie anheuern. Natürlich mit Spüldienst bei Windstärke 9. Und ganz wichtig, wenn ihr glaubt, das hier ist schon spektakulär, dann wartet ab, bis die Großsegler an uns vorbeigleiten. Das ist so schön, dass man fast freiwillig in den Shantychor eintreten möchte. Bleibt also dran. Wir begleiten euch mit Fakten, Seemannsgarn und einer ordentlichen Portion norddeutschem Charme durch diese Parade. Und wenn es ein bisschen nach Fisch riecht, das gehört dazu. Wir nennen das Authentizität. Also, Anker lichten, Leinen los, Kamera drauf und Ahoi zum Hafengeburtstag 2025. Das ganze Team von Hamburg Hafen Live wünscht euch viel Spaß. Und hier sind wir, das ganze Team. Wo sind wir denn? Ben ist dabei, ihr müsst näher rankommen. Kommt ihr ran? Ben ist dabei, groß, Tanja ist dabei, hinten. Schwester Hansen ist da und Kirsten ist da. Und natürlich unsere geschätzten Moderatoren im Chat, die euch da unterstützen. Leute, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wir haben bestes Wetter. Die Schiffe sind schon rausgefahren, die stellen sich schon auf. Ab 11:45 sollen die alle parat sein. Ja, herzlich willkommen. Moin! Kann losgehen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Und das steht dir gut. Ja, ne, das kann ich gut, ja. Falls du was brauchst, redest du mit mir und dann bringe ich es dir. Pillen, Ne? Pillen, Pillen, Ja. Pillen. was zu trinken, Sonnenschutz. Ja, ganz Heute wird's genau. wild. Heute wird das wild. Viel Spaß, Leute. Ja, danke. Viel, viel Spaß. Ben, wo ist denn dein Panama-Hut? Also, Ja, mein Panama-Hat das muss ist natürlich hier auf der linken Seite. Ja. So, ihr So. Lieben. So, jetzt stilecht wir beide mit Panama-Hat. Ach so, ja, hier, das zeigen wir natürlich nochmal. Ne?
Ja, wir sind natürlich auf der Dachterrasse vom Gin Hotel. Das wisst ihr, das haben wir lange genug angeteasert. Wir haben hier einen traumhaften Ausblick. Ihr seht auf der rechten Seite die Terrasse. Da ganz hinten ist der Bereich für die Hamburg Hafen Live Besucher und da liegt auch die AIDA Sol. Es ist wie gesagt schon jede Menge an Schiffsverkehr rausgetuckert und die nehmen jetzt da hinten so langsam Aufstellung. Ich kann das ja gleich mal auf dem Wesselfinder zeigen. Da seht ihr hinten am Seemannshöft hier, da ist auch schon die Westphal, die die Parade anführen wird. Da sind die Polizeiboote zu den Schiffen. Da werden wir euch dann zu gegebener Zeit gleich noch ein bisschen was erzählen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich war echt schon ein paar Tage ein bisschen nervös und voller Vorfreude. Habe ich richtig Bock drauf. Und das Wetter hat sich ja auch noch mal richtig gedreht. Also besser geht's ja gar nicht. Ich muss mal die letzten Tage hatten wir auch schon immer Sonne-Wolken-Mix. Jetzt haben wir einfach nur noch Sonne. Top. Blauer Himmel, ein bisschen Dekowolke. Also was wollen wir mehr? Ja, 11:45 ungefähr soll es, glaube ich, da oben losgehen mit der Parade. Ja, es kommen jetzt auch noch einige Fahrgastschiffe. Ich denke mal, die werden das Ganze auch begleiten. Man konnte ja auch die ein oder andere eine Fahrt zur Parade buchen, um das Ganze zu begleiten. Ja, und ja, in dem Ablaufplan steht halt, dass sie sich alle um 11:45 am Seemannshöft einfinden sollen. Die Branddirektor Westphal wird das Ganze anführen und dahinter dann die Polizeiboote und dann kommt schon die Donau. Ja, und den Rest schauen wir uns einfach an, oder? Ja. Aber der Blick ist hier natürlich sensationell gut. Ne? Also zu beiden Seiten kann man richtig schön rausgucken, vor allem wenn die Schiffe hinterher am Drehpunkt sind und dann vor der Elbphilharmonie noch mal langziehen, wird das, glaube ich, auch noch mal ein schönes Bild werden. Freue ich mich drauf. Absolut. Ich habe auch richtig... Ach, guck mal. Jetzt entdecke ich gerade was. Wir haben ja gestern drüber geredet. Und zwar ist da unten die Postboje. Ja, ne? Da seht ihr im Wasser schwimmend eine gelbe Tonne. Das ist zum Hafengeburtstag immer traditionell die Postboje der Feldpost. Das heißt, wenn ihr irgendwie hinkommt, könnt ihr da einen Brief einwerfen. Wird, glaube ich, 1- oder 2-mal am Tag geleert und bekommt dann einen Sonderstempel. Wer das nicht schafft, kann sich, glaube ich, auch einen Sonderstempel hier irgendwo an einem Stand abholen. Aber über Postboje ist natürlich... Ja, wäre der Klassiker, ne? Das will man ja eigentlich dann auch. Letztes Jahr habe ich mich gefreut, weil die ganze Crew von Elas hat uns da eine Karte reingeschmissen. Das ist schon ein bisschen und cool, die kam dann ein paar Tage später. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Überraschung. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Bock da draußen an den Bildschirmen. Ich denke, gleich wird sich auch ein bisschen die Aufregung legen. Und dann können wir gemeinsam diese tolle Einlaufparade genießen. Ja, top. Einfach schön. Also bei dem Wetter, besser hätte es doch gar nicht sein können. Ja. Ja, wir sind übrigens nicht direkt auf der Terrasse, sondern wir sind so ein paar Meter weiter zur Seite. Hier gibt es noch einmal... Hallo, wir sind schon live. Hier gibt es noch einmal so einen kleinen Balkon, auf den wir uns stellen konnten. Und der Vorteil ist ganz einfach, dass wir noch mal einen Meter weiter draußen stehen. Und somit natürlich viel besser nach rechts und links gucken können. Und vor allem haben wir dann auch nicht das Problem, dass wir mitten zwischen unseren Gästen stehen. Wir haben gesagt, nach dem Stream, da werden wir dann nochmal darüber gehen. Ne? Genau. Ja. Ja, viele kennen uns ja einfach auch nur aus den Videos und sich da einfach mal persönlich kennenlernen und mal ein Gesicht dazu haben, ist ja auch nicht verkehrt und finde ich auch schön. Ja, also das ist so ein Aussichtspunkt hier mit Kuschelcharakter, ne, mein Lieber? Ja, er ist nicht besonders groß, nicht besonders breit. Aber dafür schön eng. Ja, es reicht für 2 Kameras und 2 Personen. Ja. Wir sind ja schlank. Genau. Ja. Wir sind ja Schmalhänse. Ja. Ja, dann können wir das auch gleich kontrollieren, ob sie denn in der Formation auffahren, wie sie sollen, ne?
Ja, es gibt ja richtig richtig einen Plan dafür. Also der wurde dann rumgeschickt an die ganzen Kapitäne. Also das heißt, jedes Schiff hat seine Position. Genau. Zumindest jedes Schiff, das so ein bisschen größer ist. Ich denke mal, so ein Willi mit seiner Nussschale, der Ja, wird... ich glaube, Willi interessiert sich dafür auch überhaupt rein gar nicht. Meinst du, der ist dabei? Meinst du? Weiß Also ich man glaube nicht nicht, dass genau, der ne? sich das entgehen lässt, oder? Weiß man nicht genau. Aber Willi geht ja auch gerne mal so ein bisschen auf Tuchfühlung gefühlt. Ich glaube, da unten ist ein Festmacherboot unterwegs. Ja, ich habe eben schon welche gesehen, die rauf und runter fuhren. Aber die haben wahrscheinlich ganz normalen Job. Ich glaube nicht, dass die Festmacherboote bei der Parade mit... Obwohl, man weiß es nicht, ne? Oh, wer weiß, der hat ja ein oder zwei, haben vielleicht die Option, da nochmal mitzufahren. So außer Konkurrenz. Ich glaube, wenn sich da jemand dem Ganzen anschließt, da hat auch keiner wirklich was gegen. Ne? Also, Nein, solange er nicht mitten durchkreuzt. ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Ob sich so kleinere Schiffe auch anmelden müssen für die Parade. Also es stand ja auch ausdrücklich drin, dass der Plan eigentlich nur eine Momentaufnahme ist und dass sich bis zur Parade hinterher dann doch noch ein bisschen was verändern kann. Also ich gehe auch nicht zwingend davon aus, dass sie so fahren, wie es ursprünglich mal gedacht war. Kann ja auch sein, dass sich da noch was verändert. Ne? Ja, aber ich habe schon wieder was gelernt. Eigentlich muss man 2 Stunden vor der Auslaufparade live sein, weil vorhin sind natürlich schon die ganzen großen Schiffe rausgegangen. Schon raufgefahren, ne? Cap San Diego ist rausgegangen, die ganzen Großsegler, die sind natürlich alle schon in die Startformation gefahren. Und da gab es schon einiges zu sehen. Es gab dann schon ein Hornbattle, Cap San Diego mit der Aida Sol und da dachte ich auch, Mensch, Paddy, Ja, das wäre es gewesen. Ne? das wäre es gewesen. Aber weißt du, das kann man ja bei der Auslaufparade sich einfach mal merken. Oder für die Auslaufparade. Also diese kleinen orangenen Festmacherboote, ne? Wenn die abends so in den Sonnenuntergang fahren, das sieht auch richtig cool aus. Ich mag die. Ja. Ich mag die richtig gerne. Ja, und ich glaube, hinterher beim Festmachen, wenn die Parade durch ist, ist, glaube ich, ein Festmacherboot und eins von den Ripp-Piraten oder sowas, die da unterstützen beim Festmachen hinterher. Ich glaube, dass die auch so leichte, eine ganz kleine Art von Schlepperfunktion haben, diese Festmacherboote. Hatte ich zumindest mal irgendwo gelesen, dass sie zumindest bei leichten Schiffen so ein bisschen mitdrücken können. Es steht ja auch ein Schlepper zur Verfügung, der die ganze Zeit die Parade begleitet. Also falls in irgendeiner Form etwas passieren sollte, dann haben wir Safety natürlich die first, Möglichkeit, da auf den Schlepper zuzugreifen. Also ich glaube, das wird auch gut aussehen, wenn sie dann so an der AIDA dran vorbeiziehen. Ja, Hübsch. also der Blick ist schon toll hier. Ja. Wenn die AIDA da nicht liegen würde, könnte man richtig weit gucken. Ja, die hat echt so ein bisschen uns ein paar Meter geklaut, ne? Aber gut, auf der anderen Seite, ich glaube, das wird trotzdem ein hervorragendes Bild. Und dadurch, dass wir heute höher stehen als beim letzten Mal bei der Einlaufparade, können wir eventuell auch über die Branddirektor Westphal so ein bisschen hinaus gucken und haben nicht einfach nur einen Wasserschleier. Nicht nur die Gardine aus Wasser. Ja. Ja, ich sehe auch hier gerade die Frage, ob auch Schlepperballett wieder ist. Ja, das ist morgen. Also morgen sind die meisten Programmpunkte. Da werden wir natürlich auch streamen. Wir hatten ja gestern Abend schon mal so einen kleinen Warm-up-Stream gemacht und euch ein klein bisschen was gezeigt. Also morgen geht es auf jeden Fall los mit der Rescue-Übung, das Schlepperballett und noch das ein oder andere weitere Programm auf dem Wasser. Da ist auf jeden Fall gut, wenn ihr so ein bisschen, ja, entweder den Kanal abonniert oder den WhatsApp-Kanal abonniert. Auch da besteht dann die Möglichkeit, dass ihr benachrichtigt werdet, Ja. sobald etwas passiert. Ja, morgen wird ja ein bisschen Marathon, ne? Morgen wird ein bisschen Marathon, ja, ganz genau, ganz genau. Schauen wir mal, wie das wird morgen. Schauen wir mal.
So, jetzt ist gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, weil die sich natürlich alle da hinten sammeln. Die Prag und die Dresden, die fahren auch mit in, ich glaube auch ziemlich weit vorne. Ne? Fahren Ja. die noch vor der Donau oder dahinter? Nee, ich glaube, die fahren dahinter und machen da vielleicht auch nochmal Remi-Demi. Ich weiß Das das wäre nicht. natürlich was, wenn wir 3 Schiffe mit großer Wasserfontäne hätten. Ich habe ja hier was, ich kann ja gucken. Ja, du hast die Donau, das Versorgungsschiff der Bundesmarine und dann hast du die Dresden und die Prag. Und danach kommt dann eigentlich erst der ganze Rest. Ja, und dann Wasserschutzpolizei vorweg noch natürlich, Ja. ne? Wenn ihr Zeiten wissen wollt, empfehle ich euch einfach mal nach Programm Hafengeburtstag zu googeln. Und da findet ihr die Übersicht über alles, was an Programmpunkten hier ansteht. Da gucken wir auch, daran orientieren wir uns und das ist dann auch so ein bisschen der Anhaltspunkt dafür, wann wir streamen. Oder hinten kommt aber noch mal so eine ganze Armada an Sportbooten. Ja. Oha, ja, ich sehe es gerade. Ja, die wollen wahrscheinlich alle noch mitfahren, oder? Das sieht aber auch gut aus, oder? Wenn so viele kleine Boote unterwegs sind. Richtig schön wuselig. Ich glaube, die Fähren fahren nicht zu den Landungsbrücken das ganze Wochenende. Oder vielleicht Uhrzeit beschränkt. Hier haben wir einen Blick auf den Anleger Fischmarkt. Junge, Junge, es ist so schönes Sonnenbrandwetter, aber ich bin eingeschmiert. Ja, ich habe mich auch eingecremt heute. Ach, die Queen Anne ist ja auch schon da. Mensch, ist schon fast unscheinbar aus dieser Position. Wenn ich da hinten mal so rüber filme, da liegt die Queen Anne. Die zeigen wir dann heute Abend beim Auslaufen, gemeinsam mit der AIDA Source. Also gemeinsam nicht, ist ein bisschen zeitversetzt. Ja, DLRG ist auch dabei und gibt Gas da unten. Bei dem Wetter auch nicht das schlechteste Boot, würde ich sagen. Ja, aber die Sportboote auch mit Festbeflaggung, ne? Also zumindest jetzt hier die ersten haben was dran. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, immerhin, ne? Cool. Der hat sich Mühe gegeben hier, der hintere. Ja. Schön. Ist doch cool. Krass, wie viele Sportboote, oder? Ja, wo kommen die denn alle her? Lagen die alle im Sportboothafen oder? Ah, da ist ja auch so ein kleiner schwimmender Klassiker unterwegs. Eine alte Hadak. Der große Michel ist das. Oder sagt man dann die große Michel? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Also eigentlich sind ja Schiffsnamen im Deutschen immer weiblich.
Ach, guck mal, Werbung am Himmel. Ich dachte, da kommt jetzt wenigstens was zum Hafengeburtstag, aber nein, wir sind drauf reingefallen. Tradegate Direct. Ich dachte, er zieht eine Hamburg-Hafen-Live-Flagge hinter sich her. Ich sehe auch schon wieder einiges hier an Unterstützung von euch im Chat, ihr Lieben. Ich sag mal ein ganz großes kollektives Dankeschön. Wir gucken mal, ob wir am Ende auf alle nochmal einzeln eingehen und dann nochmal alle vorlesen. Wir möchten aber jetzt zum Hafengeburtstag, wollen wir so ein bisschen gucken, dass wir die Moderation nicht zu stark unterbrechen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht unendlich dankbar sind für alle, die uns hier unterstützen. Wir versuchen das dann am Ende des Streams nochmal zu würdigen. Also ein ganz, ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Wenn ich hier vorne stehe, dann bin ich dir wahrscheinlich nicht im Bild, ne? Wenn du rüberziehst, gut. Nein. Ich glaube, dass unsere Hüter uns noch gute Dienste erweisen werden. Oh ja. Oh ja. Das Gin Hotel hat sogar kleine Fähnchen gebastelt. Und da sie keine Stiele für die Fähnchen hatten, haben sie Nudeln genommen. Also im Notfall haben wir was zu knabbern. Ich hatte, glaube ich, auch ein Foto bei Instagram gepostet, falls ihr die mal sehen möchtet. Einfach schön, diese klassischen Hafenfähren. Toll. Die haben ja sogar links und rechts eine kleine Nock, ne? Mhm. Ja, dann warten wir mal, was da kommt. Ja, bin gespannt. Ich glaube, wir werden die Wasserfontäne zuerst sehen, bevor irgendwas anderes zu sehen ist. Ja, die Wasserfontäne wird irgendwann um die Ecke kommen. Ne? Ja, ich glaube, was wir aber machen können, alle Geburtstagskinder heute zum Hafengeburtstag, die Zeit ist auf jeden Fall, dass wir das einmal würdigen und sagen Happy Birthday, ihr Lieben. Ihr Lieben, ich glaube, Schwester Hansen möchte euch auch noch mal begrüßen. Moin, Leute. Ich halte mal einfach, ja. Ben, ich komme dir mal zur Seite. Ja, komm mal her. Oh, sag mal, was ist denn hier los? Oh. Ja, kannst mal sehen, du. Du, die hupen uns alle an. Ja, wo schwimmt deiner denn eigentlich? Hier dein Schiff? Ja, das kann ich dir gar nicht sagen, wo der Typ ist. Also, es sind so viele Schiffe, ich kann das ja nicht auseinanderhalten, ne? Ja, aber hübsch, oder? Also, Ja, stell dir mal vor, wenn die da vorne niedlich. dann um die AIDA rumkreuzen und dann herkommen. Ich könnte mir vorstellen, das gibt ein schönes Bild. Ja, Hamburg ist halt schön, ne? Leute, Hamburg geht herzlich immer. willkommen zum Hamburger Hafengeburtstag.
Ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe keine Worte. Die Du Sonne hast keine brennt. Worte? Nee, ich habe keine Worte. Das Was ist ist einfach. das denn passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist einfach so Sollt ihr schnell überwältigend. Buchstabensuppe bringen oder wie? Nee, das ist mir zu heiß, aber ich transpiriere hier so. Jetzt schon? Ja, ich brauche mal. Aber du hast doch weiß an, da kann Ja. doch nichts passieren eigentlich. Eigentlich schon, aber irgendwie. Leute, seid schön vor der Glotze, das ist ganz wunderbar. Macht die Beine hoch, zelebriert die schöne Aussicht. Und Ben haut jetzt gleich mal einen raus mit Geschichte, ne? Ach so, mach ich? Ja. Ja, Und bestimmt. sag mal, wann kommen denn diese großen Schiffe? Die großen Schiffe, die sind ja schon da, die kannst du nur nicht sehen, weil die sind ja ganz weit hinten. Ach, Die müssen ja- fahren die da jetzt alle hin und sagen, hallo, ihr könnt jetzt kommen? Ja, quasi die Vorhut wahrscheinlich. Ne, das soll ja 11:45 wollen sie losfahren. Das ist ja wie die sind ja Vorspeise, quasi Hauptspeise, Nachtisch, ne? Also das ist die Eben, aber der- Vorspeise ja, und nun also jetzt im die Prin- Hauptspeise. sozusagen, das sind im Prinzip Und so, ich wieder, ich habe immer Hunger. das sind die Kellner, ne? Um in deiner Sprache zu bleiben. Ganz genau. Ne? Das ist ja mal so heute, ne? Ja, also die sollten eigentlich tendenziell auch schon seit einem kleinen Moment in Gange sein. Und dann sind wir mal gespannt, ne? Du, ja, aber ein geiles Plätzchen hier, ne? Ja, haben wir. Das ist ja, weißt du, wie der Papst in Rom, da fehlt nur noch der Rauch. Ja, Das ist ein bisschen geil, du. ja, hat was. Aber hoffentlich habt ihr Ja, Sonnenschutz drauf, ne? Also ihr brennt hier richtig weg. Ja, ach, norddeutschen Jungen, den kann ja nichts erschüttern, ne? Ja, nee, ist Und klar. so ein Heute bisschen Abend, Sonne heute auch, Abend so, Kirsten! Hol den Onkel Doktor! Uwe Schwester Hansen, ne? Ja, genau. Und dann sagt ihr, das habe ich dir gleich gesagt. Ganz genau. Ja, Und dann hau ich dir schön Quark drauf. ja super. Ja, herrlich. Ein Traum. Ich weiß nicht. Kann mit Quark schlafen? Sichi. Ja, aber wenn die Stettin vorbeikommt, dann hast du Rauch, du. Aber der ist dunkel, ne? Die wählen aber keinen Papst da. Oh, hab ja Rauch, ne? Hab ja das Räuchern. Qualmt und stinkt. Ja, genau. So, was ist das denn da hinten noch? Auch nochmal ein Festmacherboot, bisschen größer. Ich gehe schon mal wieder, ne? Hier mal so Ja, Entertainment. Ihr macht das Geh- ganz geh mal. hervorragend, ihr beiden. geh mal winken. Ich mach die Kamera, ihr macht das mit dem Sammeln. Ach so, wir sammeln. Wollen wir gleich schön moderieren, wir beiden Hübschen? Immer. Ah, super. Du hast ja das alles im Kopf, was man so. Ja, wissen natürlich. muss? Ja, immer. Und für dich habe ich einen Spickzettel. Oh! Ist das was? Ja, ich habe aber mein Speguliereisen nicht mit. Mein Das- Nasenfahrrad. Das macht ja nichts. Bin heute nur ein bisschen abgedunkelt um die Augen herum, aber sehen kann ich trotzdem nichts. Hättest du das vorher gesagt, dann hätte ich was mit Blindenschrift mitgebracht. Herrlich. Nee, aber ganz ehrlich, ist tolles Wetter. Also Ja, zum also Hafengeburtstag so ein Besser Wetter. geht's doch gar nicht, oder? Nee. Die Parade ist auch unterwegs. Also ich habe mal hier den Wesselfinder eingeschaltet. Und ja, da sehen wir halt, die kommen langsam hier auf uns zu. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu dicht beieinander stehen. Beziehungsweise, wenn wir dicht zusammenstehen, müssen wir ein Mikro wegtun, sonst haben wir wieder diesen Übersprechen-Effekt. Ne? Also Okay. Schwester Hansen kann sich einfach hier in die Mitte stellen, dann wird sie schon Gehört. wird sie schon Ja. gehört. Genau, das ist genau. überhaupt gar kein Problem. Da Ja, ja. sorgt sie schon für, dass sie Ganz Gehör genau. findet. Ja. Ja, dann würde ich mich mal so langsam parat machen, oder? Ja, mach doch mal. Wieso musst du dich umziehen oder was? Ja, ich ziehe mich jetzt aus. Mir wird nämlich warm, muss ich ehrlich gestehen. Das glaube ich dir sogar aufs Wort. Hast du denn heute Nacht eigentlich gut schlafen können? In der Tat, ja, zu kurz. Also ich war irgendwie schon um 6 Uhr wach und wie das halt so ist. Ich bin ja so ein Typ, ich bin aufgeregt. Also egal, wie oft ich das gemacht habe, aber ein besonderes Event bringt eine gewisse Aufregung mit sich. Und dann kann ich automatisch auch nicht gut schlafen. Ja, dann heute Morgen 6 Uhr und dann denkst du, ach komm, kannst dich nochmal umdrehen, kannst dich nochmal hinlegen. Funktioniert aber nicht. Funktioniert leider nicht. Aber weißt du, eine gesunde Aufregung ist ja auch Ja. absolut legitim. Ich finde die Aufregung auch nicht so schlimm. Es wäre halt schön gewesen, Eine Stunde länger zu eine Stunde schlafen. länger zu schlafen, genau. Da bin ich definitiv bei Ja. dir. Ah, guck mal, aus San Francisco kommen hier Grüße. Wer hat denn heute die weiteste Anreise im Chat?
Das würde mich mal interessieren. Wie viele Kilometer habt ihr bis Hamburg? Bis zum Gin Hotel. Gebt doch mal das Gin Hotel ein und messt mal. Was messen wir denn? Luftlinie oder? Ja. Muss man ja, ne? Ja. Also Ich meine, Routenplaner aus San Francisco. das ist schon eine ordentliche Sache. Also das wäre wirklich mal wissenswert, woher, also wer alles heute im Stream ist und wo sie alle wohnen. Einfach nur mal so. Du willst hier wieder raus, ne? Ja, Komm. du bleib da ruhig mal stehen. Noch ist ja nichts los. Nee, okay, ja. Geh mal kicken. Ja, ich kann ja ein bisschen Ja. Sonne gebrauchen, ne? Ach, Also hier bietet jemand 1100 Kilometer, wobei San Francisco definitiv weiter als 1100 Kilometer sind. San Francisco ist schon weit vorne, würde ich sagen. Oder nicht weit vorne, sondern weit weg. Ja. Aber 1100 ist, sag ich mal, auch schon eine ganze Auch schon Menge. nicht schlecht, ja. Gut, die meisten werden wahrscheinlich in Deutschland sein oder zumindest im deutschsprachigen Raum. Das werden dann ja höchstwahrscheinlich einige Urlauber, Auswanderer sein, Vielleicht ist ja jemand von Mallorca da. mit Sicherheit. Boah, das wäre so cool, ne? Boah! direkt vom Ballermann. Nee! Nicht? Entschuldigung. Also mich kriegen da keine 10 Pferde hin, ne, zum Ballermann. Aber du musst einmal mit nach Mallorca, es ist so schön. Du, ich war schon mal auf Mallorca. Ja, aber so. Da habe ich mir so schön einen Sonnenstich geholt, dass ich den Rest im Hotel verbracht habe. Hast wieder keinen Hut und keinen Sonnenschutz getragen, Nee, hab ich ne? nicht. Ja, was Ich soll war noch dazu jung. sagen? Ja, ach, die Geschichte. Guck mal, ist ein bisschen süß, ne? Die Angelika schwimmt hier unten. Oh, guck mal, was da links noch kommt. Da muss ich jetzt einmal schnell rüber. Das sieht ja ganz süß aus. Ja. Ein altes Feuerboot, oder? Feuerlöschboot. Die Feuerwehr 4. Und so schön zurechtgemacht. Mit so einer schönen Messingspritze oben drauf. So ein schöner Löschmonitor. Ob der noch funktioniert? Also kann ich mir kaum vorstellen, aber Doch. Kannst du dir vorstellen, dass diese kleinen Schiffe hier mal Feuer irgendwie... Ja, aber die Schiffe, die früher gebrannt haben, waren ja auch deutlich kleiner. Das stimmt. Aber es ist heutzutage unvorstellbar, dass diese kleinen Dinger irgendwas gerissen haben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das alles noch in Betrieb ist und funktioniert, weil diejenigen, die diese Schiffe pflegen, restaurieren und in Schuss halten, ich glaube, dass denen das ganz besonders viel Spaß macht, so eine Löschkanone oder Löschmonitor, sagt man ja in der Fachsprache, in Betrieb zu halten. Doch, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es gibt ja sehr viele Ehrenamtliche, die sich wirklich da sehr, sehr gut auskennen. Auch diese ältere Generation, die eben noch wirklich Handarbeit gemacht hat. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da wirklich viel Liebe und alles reingegeben wird, um das zu erhalten. Es gibt ja sogar ein Schiff, nennt sich Hafenarzt, wurde dann umbenannt irgendwann in Hafendoktor. Und die haben dann Verletzte durch den Hafen gefahren damit, wenn irgendwo was gewesen ist. Und damit war auch eine Versorgung möglich. Also die sind an die Seeschiffe rangefahren, die Ärzte, und wurden dann übergesetzt und haben dann auf dem Schiff letztendlich die Patienten versorgt. Und das war so eine Barkasse für die Ärzte letztendlich. Ein mobiles Lazarett. So ähnlich. Das wäre was für dich gewesen. Das wäre, ne? da wäre ich genau richtig gewesen. So. Also die Gäste auf der AIDA haben aber auch gleich nicht den schlechtesten Platz, würde ich sagen. Sorry, Ne? Nur wenn, wisst ihr, wo die Toilette ist? bitte, Die Toilette hier, wisst ihr, wo es ist? da hinten raus. Danke. Ja. Ah, ich kenne mich hier aus. Ich mache hier Einweiser für alles. So, komm mal hierher, mein Das Junge. ist, Ist aber soweit? Ja, das ist aber das ganz schön Wichtigste hot. bei jeder Location, dass man dass man erstmal weiß, wo die Toiletten sind. Ja, das ist immer die Grundvoraussetzung für Ja. alles. Und da muss man auch noch wissen, welches Waschbecken man benutzen kann und welches gefährlich ist. So Ben, es geht los. Man sieht Wasser über der AIDA. Oh, Weißer Rauch über der AIDA, so ähnlich wir sieht's haben einen neuen aus. Papst. Schon wieder? Okay, ihr Lieben, es geht los mit der Einlaufparade zum 836. Hafengeburtstag. Viel Spaß. Wir hoffen,
dass wir euch tolle Bilder liefern können. Und der Ben hat ein paar kleine Notizen gemacht. Hat, also zu allen Schiffen nicht, aber ich glaube so ein paar Highlights. Ja, so ein bisschen hat er so 2, 3 Infos. Das Schöne ist, ich kann schlecht gucken. Das heißt, du hast so ein schönes Spekuliereisen in Form eines Teleskopes hier. Und muss kannst mich mir hier sagen, erstmal- was da kommt. Ich muss mich hier erstmal etwas anders hinstellen. Ich glaube, ich brauche noch mal meinen Hut hier irgendwie. Kannst du mir den mal einmal reichen? Das linke Hand ist der. Ja, besser ist das Ja, nicht, du, Junge, das ne? brennt schon ganz schön auf Ja. dem Dates. Das ist wie Mallorca heute hier. Ja, aber dann kriegt die AIDA ja auch gleich mal ein bisschen das Schiff gewaschen. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber wenn ich das so sehe, dann gehen die Löschmonitore ja doch ganz schön hoch, ne? Ich glaube 180 Meter. Eieiei. Also wir können auch betroffen sein. Also ich Ja. glaube 110 hoch, 180 weit. Oder waren das die Daten von den Fairplay-Schleppern? Das kann sein, dass ich das durcheinander bringe, aber weit. Ja, Weit und hoch. und im Zweifelsfalle treffsicher. Junge, was ist das an Wasser? Da ist mir der Junge mit seiner Kupferspritze da unten ein bisschen lieber. Der schießt nicht so weit. Du brauchst keine Angst haben, ich bin da. Danke, danke. Gerne, Das gerne. gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Und du weißt ja, das mit dem Gefühl ist am wichtigsten. Ja, immer. Ne? Ja. Kannst du ganz entspannt hier stehen. Ich passe auf dich auf. Hervorragend. Und wenn es mir nicht mehr so gut geht, einfach nach hinten abtransportieren. Genau. Nicht? Und einmal das Alzerwasser dann in die Hand reichen. Genau. Apropos Alzerwasser, habt ihr was getrunken? Ja, Ja. dann Es kommt geht direkt von, habt ihr los. getrunken? Ja, hervorragend. Was für ein Bild. Also es fängt ja schon mal gut an. Ja, dieser gespannte Moment vorher, Ja, ne? ja. Bevor man dann wirklich was sieht. I'm so excited. Wenn ich textsicher wäre, hätte ich mitgesungen. Ja. Ist ja immer so ein bisschen der heimliche Star, die Branddirektor Westphal, bei den ganzen Paraden. Ja, das sowieso. Aber jetzt aus dem Off von hinten. Du hast zugehört. Kaum sage ich sowas, kommt meine Frau um die Ecke. War ja klar. Ja, verschissen, Paddy, ne? Für immer und ewig. So. Achtung, geht los! Aber Tanja, du bist der private Star. Das ist doch viel wichtiger. Nicht nur der heimliche. So, jetzt wäre das interessant hier. Moderieren, fotografieren, weil ich habe ja hier heute noch einen Zweitauftrag. Paddy hat gesagt, er braucht Bilder. Das wird Ja, ich lustig. zeig dir das sonst, wenn du Das ist auch gut. nicht schlecht machst. So, Dekomöwen voraus. Ihr seid zu früh, Jungs. Und ihr Da kommen noch mehr Möwen. Die verfliegen sich auch gerade. Was immer ganz witzig ist, hinter der Branddirektor Westphal haben die anderen Schiffe immer einen gebührenden Abstand, weil die natürlich je nach Windstand Ja. nicht alle geduscht werden möchten. Aber das Schöne ist, heute ist es relativ windstill. Ich glaube, das ist relativ ungefährlich. Aber sie geht mit den Löschmonitoren, die vorderen, auch eher zur Seite weg, ne? Oder sieht das nur so optisch aus? Ja, die müssen ja auch so ein bisschen gucken, dass sie nicht das ganze Publikum an Land mit duschen. So, dahinter kommt schon was. Da haben wir denn schon die Bugspitze von der Donau.
Die Donau 516, ein Tenderboot der Elbe-Klasse, Marineversorger. Marine. Du weißt, was Soldaten. das ist. Ja. Uniform. Ja. Ein Kapitän. Ja. Und ein erster Offizier. Naja, unter dem Kapitän nicht, ne? Verstehe ich. Verstehe die Frage nicht. Und die Bürgermeister Weichmann kommt da auch um die Ecke. Wasserschutz WS3, ich glaube, die wird auch im Rahmen vom Hafengeburtstag getauft. Zusammen mit dem anderen neuen Polizeiboot. Sag mal, wieso sind wir eigentlich gar keine Taufpaten von irgendwelchen Schiffen, die hier Ja, waren? das weiß ich auch nicht. Also da müssen wir mal einen Aufruf starten. Das kann ich dir auch nicht sorgen. Gerne, einmal. Danke. Ach, guck mal, da auf der linken Seite habe ich eben gar nicht gesehen. Da ist das andere neue Boot von der Wasserschutzpolizei. Ja. Dankeschön. Sehr, sehr Hervorragend. gerne. Ja, das kann ich. Und die Festmacher fahren da auch mittendrin. Die Polizei links und rechts. Das ist Ja, wir haben dann die Wasserschutzpolizei, Wasserschutz 1 und 3, ein HPA-Schiff ist auch mit dabei, wobei die gehören ja, glaube ich, alle zur Flotte Hamburg, ne? Ja. wie sie sich aber rechts und links halten, die Boote. Ne? Also das ist dazwischen. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Ja, einen Schlepper haben wir auch schon mit dabei vorne an. So, und bei der Donau sieht mir das fast so aus, als wenn Matrosen an Deck, ne? Wie sich das gehört. Nehmen wir. Nehmen wir. Ja, aber die lassen sich das doch auch nicht nehmen. Nee, Die sind ja auch nicht so oft hier in Hamburg. Die wollen ja auch die Hamburger Dern sehen. ja, Wasser sehen sie ja immer. genau. Aber dich äußerst selten zum Beispiel. Super selten. Ja. Möchtest du gleich hier vorne stehen, einfach ein bisschen grüßen? Ach ja, wie so eine Staatstrabend, so ein bisschen wie eine kleine Königin. So. Ja, ja, ja. Why not? Aber ob die mich überhaupt sehen, ist dann natürlich auch zweifelhaft. Ja. Aber ich begrüße sie natürlich recht herzlich. Das finde ich gut. Ja, die Festmacher lassen sich es nicht nehmen und fahren mit. Wir hatten ja vorhin schon einmal kurz gerätselt, ob sie wohl dabei sind oder nicht. Sie sind dabei. Ich muss mal kurz an meinen Rucksack. Ja. Sag was, sonst hol ich's dir. Geben. Ben, ich muss einmal hier bitte Ja, ran. ich gehe beiseite.
ist schon impulsant, hier Ja. zu stehen und das direkt vor der Linse zu haben. Das muss Wirklich man jetzt toll. wirklich sagen. Das hat was. Ja, und der Fährverkehr geht ganz normal weiter hier. Ja. Das ist So. schon ohne Worte. Gänsehaut. Ja, ist was Besonderes, ne? Ja. Ja, die WS3 ist ja schon im Dienst. Die fährt ja hier schon immer regelmäßig durch den Hafen. Hat auch echt ein tolles Design, finde ich, und einen richtig schnittigen Bug vorne. Mit einer schönen kleinen spitzen Bugnase. Macht echt was her. Mag ich leiden. Und auch schön geschmückt. Absolut. Da haben sie ordentlich Lametta Da angehängt. Ne? war doch ein Mädchen dabei, hör mal. Ich glaube, baugleich zur WS1. Ne? Der Bürgermeister Brauer und Bürgermeister Weichmann haben wir da. Und guck mal, da ganz am Ende ist das ganz kleine Boot. Dieses ganz kleine. Ja, da ist auch noch eins. Ja. Stimmt. Wird jetzt gleich durch die WS1 verdeckt. Ja. Fairplay sichert ein bisschen ab. Ja, und jetzt Matrosen an Deck, ne? Offensichtlich. Steht da jemand? Sah ein bisschen so aus. Paddy, kann ich dir irgendwie helfen? Nee, Okay. alles gut. Alles klar. Erzähl du mal ruhig und ich erzähl hier mach das ein. mit den Kameras. Ja, da stehen ein paar Leute an Bord. Haben aber alle Haltung eingenommen. Wie sich das gehört, ne? Ja, es ist ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen halboffiziell, ne? Wenn man hier so daran teilnimmt. Ja, das ist ja Da schon repräsentiert man sich ja. Genau. Und so sehen diese Schiffe erstmal relativ übersichtlich aus, ne? Also klar ist natürlich, in erster ist ein ordentliches Schiff, aber wenn du davor stehst, ist das noch was ganz anderes. Da werden die Dimensionen dann eigentlich erst so richtig deutlich. Ja, hier kreuzen auch immer mal wieder kleine Traditionsschiffe, die dann eigentlich mehr so zur Begleitfahrt da sind. Die Namen habe ich nicht alle so parat. Ja, das sieht auch gleich gut aus. Ich gehe mal eine Runde was zu trinken holen. Braucht ihr ein Wasser oder irgendwas? Paddy, brauchst du ein Wasser oder sowas? Nee, also jetzt im Moment gerade nicht. Okay. Ich habe was dabei, alles gut. Ja, jetzt geht das gleich los hier mit den Seglern. Da freue ich mich auch insgeheim ein bisschen drauf. So, die gute Anita unterwegs und es wird gewunken zu uns hier. Gerade eben zumindest. Und jetzt sind wir wieder nicht so interessant, jetzt geht es wieder zur Donau. Na gut. Ja. Elas gegen den Strom. Aber könnte auch ganz interessant sein, also Einlaufparade quasi gegen den Strom, weil wenn du mitfährst, siehst du ja gar nicht alles an Schiffen. Genau. So, was haben wir denn hier Schönes im Angebot? Ich habe leider keine Bilder zu den einzelnen Schiffen immer gefunden. Das linke
Ist das die Coriolis? Kannst du das erspähen? Ich kann es leider nicht erkennen. Du müsstest eventuell mal auf den Wesselfinder schauen, Das ist gut. weil auf der Seite hier kann ich keinen Namen lesen. Alles klar, dann machen wir das mal eben schnell. Ansonsten haben wir hier die Fortuna. Das kann ich lesen. Fortuna hilft schon mal. Fortuna war und ist ein Frachtsegler. Hat eine Länge von 39 Metern, eine Breite von 6,2 Metern, Baujahr 1909. Hat 5 Personen, eine feste Besatzung und macht Gästefahrten. Bis zu 25 Gäste haben an Bord Platz. Könnte aber auch hier vorne die Eye of the Wind sein. Ja, ich Hier mit meine den auch. Hatte die nicht rote Segel, die Eye of the Wind? Ja, ich glaube. Das ist ja quasi ein Fernseh- und Filmstar. Eine Brigg als Traditionssegler. Baujahr 1911. Und hat auch in mehreren Filmen mitgespielt. Hat auch mehrere Namen. Hieß Sam, hieß Mary, hieß Rosemarie, hieß auch schon mal Friedrich. Hat 348 Quadratmeter Segelfläche. Und man kennt es unter anderem aus der Blauen Lagune. So. Und jetzt habe ich auch ein AIS am Start. Ja, Fortuna hatten wir schon. Die Elegant oder Elegant hätten wir da noch. Das finde ich gut. Wir müssten auch noch eine Nobile haben. Eine von Ja, beiden. die haben wir quasi hier direkt daneben. Gut, dann passt das nämlich auch mit der Aufstellung. Und mein Wesselfinder will nicht. So, aber dann machen wir mal die Nobile. Ein Mast-Gaffelsegler. Ein Rennkutter. Hat 38 Meter Länge. Die Elegant ist ein Zweimast-Seeklipper aus den Niederlanden. Hat eine Länge von 37 Metern, eine Breite von 6,3 Metern, Baujahr 1890. Ist schon ein bisschen älter, das gute Stück. Ursprünglich als Frachtschiff gebaut. Und der erste Name war Elisabeth. Da gab es eine Umbenennung in Gertrude. Und seitdem es ein Luxus-Zweimast-Clipper ist, heißt sie Elegant. Du hast aber auch eine tolle Stimme, ne? Was? Ja. Höre ich zum ersten Mal. Und da kommt dann auch schon was Größeres. Kann das sein, dass davor noch die kleine Luciana kommt oder so? Ja, Guck mal, Luciana ist ein Zweimastschoner. Den wollen wir doch nicht fallen lassen. nee, Darf die ich kurz Luciana, ach, sorry, ich habe mich verlesen. Mann, das ist gar nicht so einfach, die Schiffe zu identifizieren. Das glaube ich. Hier haben wir die Luciana jetzt zwischen der Hafenfähre und der. Wer ist denn die große? Ist das die da? Das ist ein Zweimastschoner. Das müsste das, ne? Genau. Also jetzt habe ich hier die Luciana. Und dann haben wir die BV2 Wegesdack. Das müsste denn das linke Schiff sein. Wenn sie sich daran halten, wie sie sich aufstellen wollten. So, jetzt funktioniert auch so halbwegs mein Wesselfinder. Darf ich eine Frage stellen aus dem Chat? Ja, Hier fragt jemand, ob trotz diesem Hafengeburtstags regulärer Frachtverkehr stattfindet. Ja. Also, Ja. 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 Okay, das ist ja wild.
Ich glaube, was wir da gerade gehört haben, ist unverkennbar, oder? Das klingt ganz eindeutig nach unserer Stettin. Jawohl, Ja, und hier vorne in weiß das bin ich. auch. Das ist ein Dreimast-Vollschiff, das Segelschulschiff aus Polen, die Darmojeje. Bekommt offensichtlich auch ein bisschen Schlepperunterstützung. Hat eine Länge von 108 Metern, eine Breite von 13,9 Metern, Baujahr 1981. Mit 214 Mann Besatzung machen sie die Weltmeere unsicher. 3 Masten mit Rahen und gebaut in der Leninwerft in Danzig. Heimathafen ist Gdynia. Ich sehe aber weiße Kadetten, ne, auf dem Schiff. Kann das sein? Du, Da Das hast du Schiff einen Blick ist voll. für, ne? Guck mal, ich habe jetzt auch eine Brille auf. Das wird einfach deutlicher hier. Das graue Schiff hier vorne links ist aus Dänemark. Das müssten 2 Küstenschutzschiffe sein. Oha, da gibt es sogar schon Kommandos so. Und dahinter dann auch mit Segeln. Ui, was ist denn hier? Jetzt knallt auch noch. Hört mal. Ja, die Rigmas wurde passiert von der Donau. Der Hafengeburtstag ist damit jetzt offiziell eröffnet. Hip hip hurra. Hip hip hurra. Kannst du dir mal Ups, eben warte. Krass, wie lange das dauert, bis der Schall hier ist. Hier wird gefragt, ob ihr morgen mit Hamburg Hafen Live auch live geht. Jo, Selbstverständlich. Ich verstehe die Frage nicht. Das haben wir ja auch schon anmoderiert. Wir sind Ja. da. So, Und hier im Chat wird immer wieder gesagt, dass sie so dankbar sind, dass sie hier heute bei uns dabei sein können, weil sie weiter weg wohnen und das alles miterleben dürfen. Und jemand hat geschrieben, dass wir eindeutig mehr informativer sind als viele andere Streaming-Portale hier am Hafen. siehst du, das ist doch mal Herzlichen Dank, ein schönes Kompliment. finde ich auch. Nicht? Die beiden die beiden Marineschiffe, die MHV Bustiken und Gemini, die wir hier eben gerade hatten, das sind die beiden Heimwehr-Kutter aus Dänemark. Die sehen aber auch ganz schick aus, ne? Schnittig, oder? Ja. Wenn du einmal rumschwenkst, genau so wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Hier vorne haben wir nämlich dann ein Fischerboot, die HF 231. Wenn ich das richtig weiß, in Finkenwerder gebaut. Und dahinter, das müsste die Golden Löw sein, hat den Sailing Cup in Wilhelmshaven letztes Jahr gewonnen. einfach toll, wenn die Segel gesetzt haben, oder? Ja, es sieht super aus. Einfach schön. Und wenn es nur zur Show ist. Aber es sieht gut aus. Absolut. Das reicht uns doch erstmal.
Ja, die kommen nicht ganz so in der Aufstellung, wie es ursprünglich geplant war. Deswegen ist es für mich gerade ein bisschen schwierig zu gucken, wer ist denn was. Naja gut, also bei der Stettin ist das ist ja wohl einfach. Ist einfach und die Alex von Humboldt 2 ist, glaube ich, auch einfach. Ja, ne, wir haben Stettin, kennt ihr wahrscheinlich auch schon alle. Paddy war ja kürzlich mal drauf und hat sich das alles mal so ein bisschen erklären lassen, wie die jetzt hier eigentlich gerade durch den Hafen fahren. Ein Dampfeisbrecher aus dem Baujahr 1933. Einsatzgebiet war damals ursprünglich Oder und das Stettiner Haff. Gegen Kriegsende, also Zweiter Weltkrieg, ist nach Westen geflüchtet und wurde dann Hamburg unterstellt. 1982 als Kulturdenkmal anerkannt. Was ich ganz interessant finde bei der Stettin, damals als sie gebaut wurde, waren durchaus schon dieselgetriebene Maschinen verfügbar. Man hat sich dann aber doch für eine Dampfmaschine entschieden, weil die Dampfmaschine in der Lage ist, von jetzt auf gleich in wenigen Sekunden von vorwärts auf rückwärts umzuschalten. Ja. Schaffen jetzt, glaube ich, nur elektrobetriebene Fahrzeuge. Hatte er das nicht so erzählt? Also ich kann mich auch daran erinnern. War ein sehr interessanter Vortrag. Der Brückenkieker ist auch mit dabei. Wer ist denn der Brückenkieker? Das müsste der sein mit der Fahne drauf, mit der Beflaggung unten. Der mit der Fahne. Ja, das Schiff in der Mitte vorne bei den Arbeitsschiffen. Ach, du meinst von der Flotte Hamburg? Ja. Das Schiff mit der Fahne. Ja, super. War eine gute Beschreibung, oder? Ja, Beschreibung kann ich. Ja, da müsste noch die Johannes Dahlmann sein. Die müsste auch in dem Verbund mitfahren. Und die Heinrich Hüppe. Die Dahlmann und die Hüppe sind benannt nach den ehemaligen Wasserbaudirektoren Hamburgs. Ja, Alexander von Humboldt, ne? Dreimastbark. Der Vorgänger war damals das Becks-Schiff, sicherlich auch gut bekannt. Fährt jetzt auch unter grünen Segeln. Hat 1360 Quadratmeter Segelfläche. 2011 in Dienst gestellt. Ja, sieht aus wie ein Traditionsschiff, ist aber noch gar nicht ganz so alt. Kann man, glaube ich, als Passagier mitfahren, ne? Ja, mitarbeiten, mitfahren. So, jetzt passt das endlich mal. Die Lothlorien als nächstes. Ha, hervorragend. Ja, ich kann ja trotzdem moderieren. Du hast ja gerade andere schöne Bilder. Ich gehe auf die Lothlorien. Das soll ja ein bisschen, soll zumindest ansatzweise. Eine Dreimast-Barkentine, Baujahr 1907 ursprünglich, Njord. Und ist ein Fischereischiff gewesen, ein Logger. Mehrfach umgebaut, 1989 umgebaut zur heutigen Lothlorien, ursprünglich aber als Starksegel-Ketch. Was auch immer das ist, kann ich nicht beantworten. Und wurde dann 2002 zum Dreimast-Gaffelschoner umgebaut. Und nochmal 2009 zur Barkentine umgerickt. Also für alle, die sich mit Segeln auskennen, die wissen jetzt genau, was ich damit sagen will. Ich selber nicht. Und gleich im Anschluss hinter die Lothlorien kommt die J.R. Tolkien. Das ist ein Gaffeltop-Segelschoner aus den Niederlanden, 42 Meter lang, hat eine Breite von 7,8 Metern, ist 1964 als Hafenschlepper gebaut und hieß Dirko. Da war mal was, ne? Und wurde dann mal verlängert, glaube ich. Genau, oder? da hat Conny was erzählt. Hat im Brandenburger Hafen gearbeitet mit einem 600 PS Dieselmotor. War das jetzt die Tolkien oder die Lothlorien, die umgebaut wurde? Die Tolkien wurde umgebaut. Hatte 10 Tonnen Pfahlzug und wurde später verlängert und zum Gaffeltop-Segelschoner umgebaut.
Ja, und wenn jetzt Conny hier wäre, dann könnte er dir sogar genau sagen, an welchen Stellen verlängert wurde. Ich glaube, das kann man sogar irgendwie noch sehen. Zumindest meinte er das mal. An Bist du welchen sicher, Stellen. bist du sicher, dass das die Tolkien ist? Weil die Lorien, Lord Lorien, wenn ich da drauf gucke, dann würde ich eher sagen, das sieht aus, als wenn da in der Mitte was reingebaut wurde. Also, Ich sage das jetzt mal mit gefährlichem Halbwissen, aber wenn ich mir den Rumpf anschaue von der Lord Lorien, könnte das auch sein, ne? sieht die eher verlängert aus als die Tolkien. Okay, dann sind aber die Informationen, die ich habe, falsch. Du, es ist absolut Also- Halbwissen bei mir. Es war Nee, jetzt also rein ich- von der Optik her. Würde ich jetzt auch so sagen. Sieht so aus, als wenn da was eingesetzt wurde. Also wenn meine Recherche da falsch ist, dann... Oh, oh. Ach, die Zuschauer wissen das eh besser und korrigieren das mit Sicherheit im Chat. Sehr gut. Ja, also es kommt ja nur darauf an, welche verlängert wurde. Ne? So, Aber dann haben wir interessant, noch- dass so ein Schiff mal ein Schlepper war. Ja, das ne? finde ich, Also sieht finde ich gar nicht danach aus bemerkenswert. eigentlich, oder? Also wir haben auch tatsächlich mehrere Schiffe, die ursprünglich mit Maschine betrieben wurden und dann später umgebaut wurden. Die Seevier ist ein Zweimastschoner aus den Niederlanden mit einer 35 Meter oder mit 35 Meter Länge. Und dahinter kommt dann gleich die Atlantis, eine Barkentine aus den Niederlanden, Länge 57 Meter, Breite 7,45 Meter, Baujahr 1905, die ist auch schon ein bisschen älter. Gebaut sogar in Hamburg, in der Wichhorstwerft am kleinen Grasbruck. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Wurde als Feuerschiff Elbe II Bürgermeister Bartels vor Cuxhaven stationiert bis 1994 und zweimal gerammt. Oha. Ja, Also die Alexander von Humboldt macht einfach Show. Muss man einfach sagen. Mit den grünen Segeln. ja, sieht top aus, oder? Ja. Ja, ich warte darauf, dass sie zurückkommt und dann vor der Elbphilharmonie. Das wird mein Bild. Vor allem, wenn sie so viel Segel gesetzt hat. Wir haben hier auch vor uns die Twister. Ein Zweimastschoner. Ganz klassisch oder ganz auffällig mit dem lilafarbenen Rumpf. Baujahr 1912. Als Fischereischiff komplett aus Holz gebaut. Erhielt 1957 einen Stahlrumpf. 1998 zum luxuriösen Segler mit Yachtausstattung umgebaut. Wilhelmshaven Cup Gewinner und zwar 2008, 2012, 2013, 2019. Hat eine Länge von 36 Metern und eine Segelfläche von 350 Quadratmetern, wenn sie voll unter Segeln steht. Also der Twister macht seinen Namen alle Ehre, ist offensichtlich schnell. Ich kann es nicht lassen mit der Alexander von Humboldt. Ja, ich bin ja auch schon sieht scharf einfach drauf. schön aus. Ja, wenn Leute. du 2, 3 Fotos machen willst, nimm dir die Zeit. Ja, also das ist jetzt natürlich etwas, das kann man sich nicht entgehen lassen, ne? Ich hoffe, ihr seht es mir ein bisschen nach. Ich mache gleich mit der Moderation weiter, aber das sind natürlich Bilder. Ich warte natürlich auch noch mal drauf, dass sie dann direkt vor der Elbphilharmonie kreuzt. Das wäre dann mein Zielfoto von heute oder für heute. Aber es sieht allgemein toll aus, ne? Also die ganzen Segler da. Fotografiere da einmal so quer durch, mein Lieber. Lass dich einfach gar nicht stören. Einfach toll. Also was für schöne Schiffe, ne? Wir haben hier vorne ganz viele Traditionsschiffe. Ich sehe die Mare Frisium, das ist ja ein Schiff, was hier in Hamburg immer liegt, ein Eventschiff. Dahinter müsste die Freier sein. Und was haben wir denn hier im Vordergrund? Die Kloster Sande. Die Kloster Sande ist ein ehemaliger Getreidefrachter. Jetzt ein Eberschiff. Baujahr 1960. Du hattest auch irgendwie gerade die Freier genannt. Die Freier ist ein Raddampfer. Hat eine Länge von 51 Metern, eine Breite von 11,4 Metern, Baujahr 1905, auch schon ganz schön alt. Aber fährt immer noch. Also, alte Eisen, ne, soll man nicht an die Seite legen, die machen es noch. Hieß damals auch Westerschelde.
die Swan und die Niederlande. Also die hatte mehrere Namen. Ab 1907 königliche Yacht Königin Wilhelmina, auch mit Schraube fahrbar. Siehst du wohl. Du hattest die Mare Frisum noch erwähnt. Ja, genau, die fährt Da kann ich gerade auch hier was zu direkt erzählen, vor genau. uns lang. Das ist ein Dreimast-Topsegler. Baujahr 1916, Segelfläche 634 Quadratmeter. Was ist das denn? Ein kleines Binnenfrachtschiff? Ja, ach so, Hier, das die Kloster, das ist doch die das ist Klosterbande. Genau, das ist sie. Kloster Sande. Aber wir haben auch noch einen Ben Fluss. weiß alles über das Schiff, wusste nur nicht, wie es aussieht. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Also du kriegst ganz viel Informationen im Netz, aber nicht immer ein Bild dazu. Leider. Ja, Mare Frisum sieht auch einfach toll aus, ne? Also wirklich schön. Und dann haben wir noch einen Flusskreuzer da hinten. Das ist die Excellence Pearl von 2003. Fahrtgebiet ist eigentlich Mosel, Rhein und bis ans Wattenmeer sogar. So, da schiebt sich nochmal ein Arbeitsschiff von der Flotte Hamburg durch. Der Depenschreiber. Eine Fairplay 8 haben wir auch noch im Angebot. Jo, ich komme Ehemalig mal. ein Schlepper von Buxier. Hat 24 Meter Länge, Breite 7 Meter, Baujahr 1962. Ein sehr klassischer Schlepper. Baunummer 89, 11 Knoten und ein Pfahlzug von 12 Tonnen. 600 PS Maschine an Bord. Und schon mal ein kleiner Blick voraus. Da hinten kommt Ah, herrlich. einer der Stars des Hafens. Unsere Cap San Diego. Ja, und das ist eine Hafenfähre. Die fahren natürlich hier lustig zwischendurch. Also bis auf die Station Landungsbrücken ist natürlich hier normaler Fährbetrieb. Oh, und hinter der Cap San Diego kommen auch noch zwei so Perlen. Die Holland und die Elbe. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht treten. Ja, auf die ganzen kleinen Schiffe kann ich jetzt gar nicht so gucken, was da so drauf steht. Ich glaube, das ist auch schwierig. Das wird so viel, wenn wir die ganzen kleinen Schiffe... Ja. Würde ich gerne vorstellen, aber es ist halt ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier nochmal der ein oder andere auch mitfährt, der eigentlich vielleicht gar nicht geplant war. Die Antigua hätte ich im Angebot. Hast du Ohne zu der Antigua. zufällig Da, was? oh, aber selbstverständlich. Das Schmeiß haben wir mich jetzt im zu mit Bild. Namen, ich sag dir was dazu.
Großsegler, Dreimaster-Barkentine, 1957 in Großbritannien als Fischereifahrzeug gebaut. 1913 umgebaut in ihre heutige Form, bis 2021 weiter optimiert und erweitert. Länge 49 Meter, Breite 7 Meter, hat einen Großmast von 31 Metern Länge. Eine Segelfläche unter Vollsegel 750 Quadratmeter. So, now we are talking. Und davor, ich gucke mal, ob ich den Namen lesen kann. Haben wir da irgendwo einen Namen? Ja, ganz vorne am Bug ist eigentlich Ganz ein vorne, Name. ja. So Gold auf... Ja, das ist die Hendrika Bartels, glaube ich, ist der Name. Hab ich, warte, muss ich mal eben Oh, das kurz... war rot auf schwarz, das habe ich ganz schwer erkannt. Das kann ich verstehen. Hendrika Bartels habe ich schon gesehen hier irgendwo. Da ist sie doch. Das ist ein Dreimastschoner, Gaffel getakelt, niederländisch, 49 Meter Länge, Breite 6,6 Meter, 12 Segel an Bord, auf 3 Masten verteilt, Baujahr 1918, Brandenburger Hafen, Ein- und Ausflug. Ah, liegt im Brandenburger Hafen. Wahrscheinlich nachher. Könnte sich nochmal ändern. Hübsches Schiff. Ja, aber rot auf schwarz, denkbar schlecht zu lesen, ne? Da hatte ich doch ein bisschen Probleme. Was Ach, ist guck denn mal, das wir haben ja Mitte auch da? mittendrin so einen schönen alten Fischkutter. Ja, das Die SD 23. Mag ich ja auch total gerne, diese Fischkutter mit ihren Auslegern. ja, ich glaube, das ist aber einer, der in Finkenwerder auch liegt. Ach, ist noch im Einsatz oder ist das ein historischer? Ja, schon, aber ich glaube, der fährt auch noch. Aber ich habe den unter dem Namen nicht. Da müsste eventuell noch ein anderer Name sein. Ich bin schon die ganze Zeit am Gucken. Sonst können wir ja mal zur Cap San Diego übergehen. Was ihr hier rechts an der Seite übrigens seht, da sind zwei so Winkel angebracht. Das sind sogenannte Dockschlösser. Die Cap San Diego liegt ja dauerhaft hier in Hamburg an den Landungsbrücken und da ist sie nicht mit Leinen festgemacht, sondern da liegt sie an festen Dalben und mit diesen Dockschlössern wird sie an den Dalben quasi befestigt und kann dann mit der Tide rauf und runter gehen. Also die Dockschlösser umschließen halt diesen Dalben, halten das Schiff in der Position, kann aber mit Die Ebbe Gezeiten und Flut mitgehen. dann rauf und runter gehen. Ich glaube, ich äußere mich da mal vorsichtig, ich glaube, das Fischereiboot, was du gerade gefunden hast, ist die Präsident Freiherr von Malzahn. HF 294, Baujahr 1928, bei der Sitas-Werft in Kranz gebaut, für die Fischerei Fock und Holst. Und ich glaube, dass der auch noch ab und zu auf der Elbe unterwegs ist. Du, da steht aber SD 23 drauf. Aha, dann ist es der nicht. Ich würde mal sagen, Dann ist es der nicht. okay, können wir das bitte rausschneiden, das Stück? Ist echt nicht einfach, das zu erkennen. Toll. Ach, jetzt ist die Alexander von Humboldt hinten an der Elbphilharmonie. Kommt dir das auch so vor, dass dieses Jahr mehr Schiffe an der Einlaufparade teilnehmen? Ja. Damit bist du nicht alleine. Wir hatten letztes Jahr noch einen Helikopter, der einmal durchflog. Helikopter kommt dann morgen. Im Chat sehe ich gerade, dass die SD23 Andrea heißt. Ah, okay. Andrea habe ich auch was. Aber dann ist die Freiheit von Marzahn ein anderes Schiff. Wo auch immer die ist. Da hinten kommt noch die Taifun. Die haben wir gestern auch schon gesehen. Auch, glaube ich, noch normal im Einsatz, Taifun.
kleiner Schlepper. Haha, Party. Ja, Andrea habe ich mir aufgeschrieben, aber nichts gefunden. Und hinter der Cap San Diego dann Elbe und wie heißt der andere? Holland, glaube ich, oder? Ja, die Cap San Diego, ein schönes Schiff. Und die Elbe hinten auch sehr klassisch. Das sind zwei alte Hochseeschlepper. Hast du da zufällig Daten zu? Ja, habe ich. Zu Elbe Kriegst du und sofort. Holland? Die Elbe, Hochseeschlepper, Museumsschiff mittlerweile aus den Niederlanden, hat eine Länge von 58 Metern, eine Breite von 11,2 Metern, Baujahr 1958. Zwischenzeitlich auch als Aktionsschiff von Greenpeace genutzt. Für die Holland habe ich leider nichts. Mal dringend einen Schluck trinken. Ja, geh mal rein. Oh, das zischt. Sehr gut. Herrlich. Die Meerkatze, ich glaube, die haben wir da vorne auch schon. Ja, ich bin gleich drauf. Da haben wir die Meerkatze. Ist Auch ein Schiff der Küstenwache. Das ist ein Fischereischutzboot. Kontrolliert also die Fischerei in der Ost- und Nordsee. Gehört zur Seeadler-Klasse. Der Seeadler ist, glaube ich, auch ein Schwesterschiff. Baujahr 2009, ich weiß nicht, hatte ich das gerade? Eine Länge von 72,75 Metern und eine Breite von 12,5 Meter. 5,15 Meter Tiefgang. Ja, schon ein bisschen, ne? Wenn man sich bedenkt, so unten nochmal 5,15 Meter dran. Schon nicht ganz wenig. Die Donau kommt schon wieder zurück. Die müssen ja auch alle irgendwo dann einsortiert werden. Ich glaube, hier. die drehen hinten am Barkenhafen und dann teilweise gehen die aber auch schon aus der Parade da hinten raus. Ja. Also es fahren nicht mehr alle zurück. Ich hoffe trotzdem so ein bisschen auf die Alexander von Humboldt. Nochmal richtig schön unter vollen Segeln vor der Elbphilharmonie. Wäre natürlich ein Träumchen. Ben hat da ein bestimmtes Foto im Kopf. Ja, ihr merkt das schon, ne? Ich wiederhole das die ganze Zeit. Und wahrscheinlich verpasse ich den Moment.
wir herausfinden, was da vor der Meerkatze los ist. Was das denn für kleine Traditionsschiffe sind. Da ist irgendwas Kleines, irgendwie kleine Dampfschlepper sind da. Ne? Ich muss mal kurz gucken. Klaus D. ist das. Ehemaliger Dampfschlepper. Beziehungsweise ist immer noch ein Dampfschlepper. Aber ein Museumsschiff liegt im Museumshafen Övelgönne. Dann gehört das zu dem Sammelbegriff Traditionsschiffe. Und ich glaube, vor der Klaus D. ist da nicht noch der Tiger? Ja, ein Tiger ist da auch, ja. Das müsste der rechte sein. Nee. Und dann kommt auch schon die Neuwerk. Das Schweizer Taschenmesser. Und da hinten kommt auch der Hafendoktor. Hinter der Meerkatze ist das zweite Schiff tatsächlich. Ah ja, da hatten wir ja vorhin was drüber. Ich versuche sie mal zu Ob du sie erwischen. findest. Wenn du eine Otto Laufer hast, dann ist die dahinter. Das müsste eins von diesen 3 dunklen Schiffen sein da. Neben dem Festmacherboot wahrscheinlich, ne? Da irgendwo Ja, drin. das könnte sein. Eins von diesen 3, die da auf einem Ja. Flecken sind. Otto Laufer ist zum Beispiel eine Dampfbarkasse, Baujahr 1928, seit 2010 unter Denkmalschutz. Der Hafendoktor ist eine Hafenbarkasse, Baujahr 1929, wurde von den Hamburger Hafenärzten zur Versorgung der Schiffsbesatzungen genutzt. Bis 1983 im Einsatz, ursprünglicher Name Hafenarzt. 2009 an der Kerwider-Spitze gesunken und 2014 von einem Mitglied des Museumshafens Övelgönne wiederentdeckt, restauriert und bekam dann den Namen Hafendoktor. Das bin ich doch, hör mal. Ja, Oh, aber du schwimmst da unten Nee, nicht. das stimmt. Die Hafenschwester ist Ja, die da. Hafenschwester Ja. ist wieder Sag da. mal, Siehst du. läuft der Grill eigentlich daneben an? Du, da sind so viele Menschen, die wollen dich alle sehen, euch beide. Ja, die Ich hab sollen uns mal so einen schönen Fleischlappen rüberbringen, du. Ja. Dass wir nachher noch einen Snack haben hier. Auf Hier jeden wird Fall. gegrillt, hier wird getrunken. Also hier ist richtig was los auf der Dachterrasse vom Gin Hotel. Ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, nochmal Danke zu sagen, dass das Gin Hotel einfach gesagt hat, du, kommt doch bei uns auf die Terrasse. Ich finde, der Blick ist nicht so schlecht von hier. Nö, das kann man sich mal geben, ne? Oder Hänschen, was sagst du? Also ich kann ja nichts anderes sagen. Es ist einfach wirklich sensationell. Wir haben tolles Wetter, wir haben eine tolle Aussicht, wir haben tolle Schiffe, wir haben tolle Menschen hier auf der Veranda, wollte ich schon sagen. Ja, unsere Veranda. Ja, genau. Und wir haben Essen, wir haben Trinken, uns geht es richtig gut und wir müssen dankbar sein. Das sind wir auch. Und deswegen sagen wir auch nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank an alle, die vor der Glotze sind, mit uns zusammen den Hafengeburtstag feiern, ganz entspannt sein können und doch den ein oder anderen Groschen spenden für diese tolle Aktion heute hier vor Ort mit euch beiden als Moderatoren und alle anderen die Moderatoren, die im Hintergrund sind. Aber das macht auch echt Spaß. Du. Ja, macht es auch. Also das ist echt klasse und ich freue mich nachher auch, die Leute dahinter mal kennenzulernen, die sonst nur in den Chat schreiben oder auch gar nicht schreiben. Einfach mal Hallo sagen. Das machen wir dann, sobald wir hier fertig sind.
Ja, und wir sind auch schon wieder fast dabei, einen Zuschauerrekord zu brechen. Also aktuell gucken 5.800 Leute zu. Ja, Wie bitte? Zusammen auf Twitch und YouTube. naja, aber Also ich bitte dich. ist nicht so schlecht. Also ich Kann würde mal man sagen, machen. die Meerkatze macht aber auch eine schöne Sache hier vor der Tür. Mach sie. Schwester Hansen hat so Ja, ein die ganz Miau. komisches Fable. Ganz genau. Ne? Ja. Also die finde ich auch ganz schick. Oh, da vorne steht auch einer am Bug. Ja, Ne? Ja. da stehen mehrere. Sehr weltmännisch. Ne? Ja, Ja. ist halt die Küstenwache, ne? Ja, die wissen, wie es geht. Aber ich muss sagen, die Donau war auch nicht so schlecht. Ja, da Die war standen auch stramm, muss ich sagen. Ja, die habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, weil ich so viel gequatscht habe da. Ja, das kannst ja nachgucken, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Neuwerk sagt mal, was Phase ist. Einfach mal einen raushauen hier. Schiebt die Parade mal ein bisschen an. Ja, die Neuwerk, das Mehrzweckschiff des Bundes, Deutsche Bucht. Verwendung als Eisbrecher, Notschlepper, Tonnenleger und Schadstoffbekämpfungsschiff. Hat auch schiffspolizeiliche Aufgaben. Stapellauf 1997. Ehrlich? Mhm. Weißt Bescheid, ne? Ja, sieht ganz nett aus, ne? Sehr. Und hinter der Neuwerk kommt ja auch schon der Seenotrettungskreuzer. Wie war der Name nochmal? Haro? Köpke. Haro Köpke. Darf ich noch mal ganz kurz was zur Meerkatze sagen? Guckt euch das mal, die haben hinten so ein schönes Zelt aufgebaut. Da werden wahrscheinlich nachher Dance auf the Deal gemacht. Ja, ne? Mit- Pavillon. Ne, Da nennt müssen man das. wir hin. Da müssen wir hin. Hast du eine Einladung? Noch nicht, aber vielleicht kommt ja noch was. Also wenn du auf der Neuwerk etwas entdeckst, was dich ansprichst, da haben wir Kontakt zur Besatzung und unter anderem auch zu dem Kapitän. Mit dem Ja, habe ich ach du. letztens telefoniert. Wer will schon auf die Meerkatze, wenn er die Neuwerk haben kann? Ne? Also da könnten wir vielleicht etwas machen für dich. Dance auf the Deal, Dance auf the Deal. Mal, wo wollen die denn alle parken im Hafen nachher? Ja, die werden aufgeteilt, ne, auf die verschiedenen Bereiche im Hafen. Ja, die Neuwerk darf jetzt noch einmal direkt hier vor unserer Nase einen Soundcheck machen. Sabine 72 sagt liebe Grüße an Finn, der auf der Neuwerk ist. Ah. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendjemand auf der Neuwerk zuschaut. Aber wenn ihr zuschaut, dann bitte noch einmal einen Typhon-Check. Schwesterchen, die sind extra für dich gekommen. Wer jetzt? Die Neuwerk. Ja, die haben mich angerufen und gesagt, Mensch, das sagen sie. Die mag doch so gerne die Leute in Uniform. Ach, Da haben wir ein paar von. Guck mal, da hinten kommt auch noch die Bleichen. Ja, ja, die Bleichen macht so ziemlich das Ende des ganzen Konvois. Wir werden das mal sehr genau beäugeln hier jetzt. Ja, ich guck schon mal für dich, ne, ob da was Passendes bei ist. Ja, so. super, dank dir. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Oh, da hinten sind aber auch echt schon ein paar Menschen, oder? Ein paar mehr. Die Sabine 72 sagt, sie ist mit Finn in Kontakt. Ja, ganz liebe Grüße. Liebe Grüße. Ich finde jetzt die Telefonnummer von den Ketten natürlich nicht.
Ja, das wäre jetzt ein schöner Anruf weil ich sie gewesen. Ne? nicht anständig abgespeichert habe. Aber vielleicht kann der Finn ja einmal einen lieben Gruß raushauen. Bausi Berlin sitzt hier auf der Gin-Terrasse, sieht dich mit deinem schönen Strohhut und sagt liebe Grüße Danke. und verfolgt dich quasi. Und coole Location, hat er auch gesagt. Ja, die Location ist wirklich cool. Ja. Die ist wirklich cool. Also, wenn ihr mal in Hamburg seid und ihr einen ganz chilligen, lauschigen Sommerabend genießen möchtet, dann Dachterrasse vom Gin Hotel. Ist okay, würde der Hamburger sagen. Ist ganz in Ordnung, ne? Sebastian Kolze sagt, die Alexander von Humboldt hat gedreht. Danke. Was auch das immer bedeuten tut, aber ihr wisst Ja, es wir haben ja einen internen. Das ist eine Ich habe da ein Regieanweisung Bild, was ich machen für will. Ben. Hallo! Klappt doch! Liebe Grüße an die Crew der Neuwerk. Guck mal, da winkt auch einer. Guck mal, guck mal. Ach, da Ja. unten, da ist er, ja. Wie cool. Liebe Grüße. Als Info zur Neuwerk, morgen stehen wir mit der Kamera gar nicht weit weg von euch, direkt an Brücke 3. Ihr seid von uns rechter Hand das erste Schiff an den Landungsbrücken. Wir werden mal rüberwinken zu euch. Oh, jetzt ist hier aber Einsatz. Von links kommt Polizei. Blaulicht. Uha. Da wurde schnell gedreht. Na, wer wird verhaftet? Wer hat sich nicht benommen? Ist einer quasi aus der Reihe getanzt. Ja, das kann dann schnell gehen. Du. Zack, zack. Kriegst die goldene 8 in Hamburg und dann geht's mit auf die Davidwache. Da war ich auch schon. Ach so. Wollen wir keine Details, ne? Oder doch? Ich habe gerade mitbekommen, dass meine Mutter im Chat ist und guckt eifrig zu. Ach, Ganz liebe Grüße aus Hamburg vom Hafengeburtstag. Ich hoffe, die Bilder gefallen dir ein bisschen auf deinem Sofa. Genieß es, du musst nicht in den Trubel, wir liefern nach Hause. Freihaus. Sozusagen. Wahrscheinlich möchte die Mama lieber ihren Sohn sehen als die Schiffe. Ah, wir haben uns am Montag gesehen, dass sie hat erstmal Kontingent, da muss sie erstmal mit klarkommen Reicht wieder. erstmal wieder für ein Jahr. Ja, ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht gewesen für sie. Ja, bei der Haro Köpke, da habe ich mich ja vor 2 Tagen um Kopf und Kragen geredet. Ich meinte, sieht schön klassisch aus, dachte, das wäre wirklich ein älteres Schiff. Ist aber gar nicht so alt. War irgendwie, oh, das Baujahr habe ich jetzt leider vergessen, war das irgendwie 2014, 15 oder so? Soll ich mal nachgucken? Ich habe das ja. Falls du was hast, Ben, gerne. Falls ich was habe, komme ich mal wieder mit Informations um die Ecke hier. Oh, da hinten ist auch gerade ein Beluga rausgegangen. Du, Haro Köpke, Baujahr 2012. Auch als SK32 bekannt. Rufzeichen DBAK. Wir bekommen hier gerade eine Information aus dem Chat, dass auf der Neuwerk Hamburg Hafen live auf dem Display läuft. Nein! Ja, Ja, liebe Grüße! ja, allerbeste Grüße. Dann Sehr haben geil. dann haben wir doch ein neues Schiff der Herzen, oder? Oder? Ja, also Love Boat. Na, 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 na. So, also ihr wisst Bescheid, Anja kommt bei euch nochmal vorbei Ja, sehr und gerne. testet mal Loveboat. Anja möchte dann einmal Kran fahren. Oh ja. Aber ganz ehrlich, nicht? Wenn man das Schweizer Taschenmesser ist ja auch geschichtlich bei mir so ein bisschen, also frühkindliche Erinnerungen an MacGyver, ne? Oder? Also wenn man an Schweizer Taschenmesser denkt, Das ist ja ein Hornbattle. guckst du.
Man hat das Gefühl, dass es sich ein bisschen zurückstaut und die ganze Parade etwas an Fahrt rausgenommen hat. Ich sehe Wasser. Ich sehe Wasser. Also nicht nur in der Elbe, sondern Wasserwerfer. Da hinten ist entweder die Prag oder die Dresden. Ich glaube, eine von beiden ist auch schon vorne durchgefahren. Also ist das Ende der Parade hier vorne dann schon fast erreicht. Wir haben auch noch ein Militärschiff da hinten mit drin. Wir haben vor allem noch die Helgoland, die haben wir ja gestern schon gesehen, da standen wir ja direkt neben. Und Ja, ein Doppelkieler. was ich besonders bemerkenswert finde, ist, wie klein das Schiff von hier oben aussieht. Und gestern standen wir ja daneben. Das ist ja auch ein Riesenbrocken. Ja, also auch das, was ich eben oder vorhin schon mal sagte, von hier oben sehen die eigentlich so relativ übersichtlich aus. Ne? Ja, ja. Aber sobald du da dran stehst, siehst du erstmal, wie viel Meter das Ganze hat. Das ist schon echt ordentlich. Weißt du, was die genau macht? Ach, das ist ein Zollschiff, ne? Das ist ein steht ja dran. Mehrzweckschiff des Bundes, Deutsche Bucht, verwendet als Eisbrech. Ach nee, halt, stopp, das ist ja was anderes. Ich glaube, du Das bist ist in einer Zeile Ich bin verrutscht. genau, wir sind bei der Helgoland. Die Helgoland ist aber tatsächlich, ist die gelistet gewesen. Ich habe die nämlich nicht hier drauf. Ja, und der Zyklon meinte auch, ich fahre hier einfach rückwärts gegen den Strom. Ja, wer hat, der kann, ne? Ja, aber ist ein Zollboot und ist, glaube ich, auch recht fix, ne? Also als Katamaran. Guckt euch dieses Bild an mit den Fotowölkchen. Ja, ist top. Ach, das ist doch einfach schön, oder Paddy? Also ich feiere das gerade ein bisschen. Ohne Worte. Ich lieb's. Ich lieb's total. Oh, da kommt eine Fähre, sagt hier, mach Platz, ich will da durch. Aber guck mal, die Prag und die Dresden sind beide noch hinten. Kann man hier auch irgendwo eine Präsident Schäfer sehen? Soll eine ehemalige Zollbarkasse sein, aber frag mich mal, welche das ist. Ui. Also es sind auf jeden Fall hier lauter Zollschiffe. Ich sehe hier auch die Glückstadt direkt bei der Helgoland. Aber die Twister kommt noch mal mit Segeln zurück. Sag mal, was ist denn da los? Ich sehe doch nicht zurück. Jetzt ist hier Stau. Das finde ich super. Stau ist manchmal schön. Aber auch gar nicht so doof, sich während der Einlaufparade einfach auf eine Fähre zu verkrümeln und damit hin und her zu fahren.
müssen wir mal unsere Moderatoren im Hintergrund grüßen. Starke Sache, die ihr da treibt, hören Sie mal. Ganz stabiles Ding. Hören Sie mal. Finde ich ganz super. Danke. Ja? Jo, bin zu Ende. Bohren ordentlich dickes Brett, ne? Jo. Die Branddirektor Westphal kommt auch schon zurück. Hat aber schon kein Wasser mehr. Das kann nicht sein. Muss ich mal auftanken gehen. Geht Elbe so Nichts nicht. haben, ne? Aber Wasser haben wir genug. Ja, du, Elbe ist noch voll. ne? Attacke. Und sagen Sie mal, was ist das denn für ein Kriegsboot? Ja, das würde ich gerne wissen. Die M1080 ist das, glaube ich, oder? Ja, aber die hat noch einen zweiten Namen sicherlich. Ist das Potsdam war das Polizeischiff. Hieß Potsdam, glaube ich. Ben, du musst nur in den Chat gucken. Die wissen alles. Die Frage wird innerhalb von 20 Sekunden beantwortet. Ist das die Pegnitz vielleicht? Das kann sein. Da war ich ja mit dem P gar nicht so schlecht. Weil die Pegnitz ist nämlich ein Seeminensuchboot. Quasi ein Minenabwehrschiff, Baujahr 1989 und noch aktiv. Aber ein bisschen klein, ne? Tja, Für ein Minenabwehr. Jetzt guckt mal, was die Polizei da macht. Denen Zeig ist mal, das zeig zu mal. warm. Die fahren einfach in den Schatten von der Neuwerk, damit sie da nicht in der Sonne sitzen. Ich würde mal sagen, ein bisschen schlau sind die Jungs auch, ne? Das ist wirklich schlau. Der Torben ist im Chat. Schöne Grüße. Und nein, Roland Kaiser heute Abend geht nicht. Das kann ich nicht heute haben. Heute Abend wollen wir ja noch ein bisschen gucken, wie Aida Sol und Queen N Du wolltest ja rausgehen. mit mir tanzen gehen, Mama. Ich? Ja. Ja, wenn die Queen N rausgeht, dann tanzen wir dazu. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass es dann auch einiges an Beifang gibt, an Schiffen vom Hafengeburtstag, die hier durch die Gegend schippern. Da wird es heute Abend dann nochmal einen Stream geben, denn ja, Geht das so für dich? denn leider dürfen wir ja nicht das Elbe in Concert streamen. Die Künstler wollten das nicht. Und deshalb brauchen wir ein Alternativprogramm. Ja, machen wir. Aida Sol, Queen N, bisschen tanzen, bisschen Beifang. Machen wir so, kriegen wir keinen Stress. Genau, so ist das. Der Thomas Seifert bedankt sich für die stabile Übertragung. Dankeschön. Hatten wir eigentlich irgendwelche Aussetzer oder haben wir es tatsächlich jetzt mal hinbekommen, hier einen halbwegs brauchbaren Hafengeburtstagsstream hinzulegen? Bis jetzt waren noch keine. Nein, also die Moderatoren haben nichts geschrieben. Ich konnte auch nichts sehen und ich meine, ich kann eh nichts sehen davon. Ja, dann geht der dicke Gruß an unseren Eddie raus, unser Technik-Brain. Eddie, danke, Danny, Keule. wie ein Jung, Läuft. ganz dickes Ding. Eddie hat's gemacht. Eddie hat die WLAN-Kabel verlegt. Geil. Haben wir euch ja gestern gezeigt, die ganzen Kabel an den Landungsbrücken. War aber ganz schöne Arbeit hier in den 8. Stock hochzukommen. Ja, wir haben da noch ein paar kleine Highlights. Also wir haben einmal dort das Feuerschiff Elbe 3 und dahinter haben wir die Bleichen. Dahinter kommt dann, glaube ich, die Potsdam, das ist das Polizeiboot. Und dann Dresden und Prag nochmal.
Ja, Eddie hat gesagt, wenn wir keine Probleme haben wollen, müssen wir auf alte Technik setzen. Deshalb hat er uns ein schönes Zyxel 14.4er Modem nochmal rausgebracht. Das habe ich doch immer gesagt. Die Oldschool-Sachen sind die besten. Die alten Sachen. Sind das die Ding-Ding? Ja, genau. Genau. So ein schönes Zyxel-Modem haben wir. Ja. Ja, du, ich habe übrigens die Alexander von Humboldt verpasst, aber sie hat die Segel auch schon gerafft. Also von daher wäre auch kein Bild gewesen. Jetzt können wir uns endlich mal die Branddirektor Westphal von oben angucken. Die wären mir jetzt auch wirklich etwas zu dicht an unserer Kamera, um nochmal ihre Löschmonitore anzuschmeißen. Ja, aber die Alexander von Humboldt hat nicht um ein Bild beschissen. Wieso haben sie denn die Segel reingeholt? Was soll denn das? Anzeige das ist raus. Das habe ich doch anders abgesprochen. Anzeige ist raus, Ja, Ben. schlimm. Also hier sagt jemand, dass Hamburg Hafen Live läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Ich meine, Hammer. Ja, wir haben ja Leute. hier auch die besten Techniker an Bord. Ne? Ja, Wir haben eben, Eddie, also- wir haben Paddy, das sind ja zwei Nerds. Und wenn die beiden sich zusammensetzen, Dann ja kann nur das Gutes nur noch, raus. kann's Also, nur noch laufen. Wer hat's erfunden? ja, komm mal in die Schweizer rausgehen. Ja, okay. Haben wir denn noch ein paar Infos zur Bleichen, Ben? Aber ich bitte dich, das Frag war mal für einen Freund. ein ehemaliger Stückgutfrachter in der Papierfahrt, Baujahr 1958, hat 1800 PS Motorleistung, hat sogar die Eisklasse 1A, das ist die höchste finnische Eisklasse, um auf der Ostsee auch ohne Eisbrecher fahren zu können. Andere Namen waren unter anderem Canale Grande von 1970 bis 1979, Archipel von 1979 bis 1994 und Old Lady 1994 bis 2007. Ich glaube, das war Old Lady. Ist sie da nicht in der Türkei rumgeschippert als Old Lady? Ich Kann glaube. sein. Du, ich wundere mich gerade ein bisschen. Eins von den Feuerlöschbooten ist da hinten falsch abgebogen. Ist jetzt im Kühlbrand. Ja, wer weiß, vielleicht brennt es da irgendwo. Vielleicht brennt ja auch irgendjemandem der Helm. Die sind Man weiß es einfach nicht. mal falsch abgebogen. Wie geil ist das denn, herrlich. Ist übrigens seit 2017 wieder seegängig. Die Bleichen. Ja. Ja, sorry, ich war gerade, musste gerade da hinten einmal schauen, weil die falsch abgebogen ist. Da hat der Kapitän noch nicht den Ortskundenachweis abgelegt. Hier fragt nach jemand nach dem wandelnden Lexikon Ben, Mhm. ob die Pommern-Gocke auch dieses Jahr dabei ist. Sagt ihr das was? Sagt mir gar nichts. Pommern-Gocke. Also das kann natürlich sein, dass die im Hafen ist, aber sie war jetzt zumindest nicht aufgeführt bei der Parade. Aber eine Kocke ist ja schon mal mit einer gewissen Größe eigentlich ausgestattet. Die wäre aufgefallen, glaube ich. Ben, hier Ich kenn kommt noch die mal gar die Golden Löw für dich. Und unter Segel, oder wie? Oh, Und ein unter Segel und Freund. vor der Elbphilharmonie. Ben, Oh. schnell. Ja, oh. Schnell. Hier, nimm mal Die einen Segel kannst du grün Ja, einfärben. Oh. Kannst du grün machen, die Segel. Ja, Golden Löw muss ich sagen. Gefällt mir auch viel besser, ne? Niederländer. Freundliches Völkchen. Und so lecker, Ja. Pommes, ne? Und Auch das. Reis und so, ne? Ja, du, Ich die denke ja können nur ans was. Essen. Ich habe schon wieder Hunger, hör mal. Das ist doch furchtbar mit mir. Aber dir wird es nicht schlecht. Das stimmt. So. Oh, steht hier. Du. danke, danke. Gut kannst du. Gut geht auch, sagst du. Ja, gut geht. Gut geht durch bei dir. Ja, bleibt hier, ne? Jetzt hast du Facettenaugen, ne? Da kommen Guck auf die jeden Scheißausfliege. Fall, da kommen zwei Boluda-Schlepper Aha. und die heizen da so durch, das sieht so aus, als ob die zu einem ganz normalen Job wollen. Die interessiert das mal einen Scheiß, ne? Aber sie haben zumindest gewartet, bis es eigentlich so halbwegs durch war. Ach, die BV2, da ist sie doch. Ha, Ach, hier. jetzt aber. Komm, auf dem Rückweg. Wenigstens die BV2 noch mal kurz.
bist du ein Traditionssegler mit 360 Quadratmetern Segelfläche. BV2 Wegesack, so heißt sie. Das wäre jetzt auch eine innerliche Beruhigung. Kannst du den Haken auch machen? Ja. Aber ich meine, die Golden Löw ist schon schön, ne? Hübsch, oder? Ja. Hübsch, wie die jetzt hier auch direkt vor unserer Nase einmal lang fährt. Ja, hat ja letztes Jahr gewonnen. Und wer war an Bord? Ich? Basti und Peter. Nein. Doch. Stimmt, Oh. ja, stimmt. Ja. Die haben die Gästefahrt damit gemacht und haben Stimmt. nebenbei noch gewonnen, das ganze Ding. Kann man Das machen, war so ne? kalt und nass war Ja, das war ein bisschen frisch. Guck mal, da hinten der Kapitän, der hat auch den Weg wieder gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, kannst du mal kurz schauen, rechts und links, wer Dresden, wer Prag ist? Also ich muss Also- ja sagen, Wesselfinder ist so nett es ist, ne? Aber wenn so viele Schiffe hier dabei sind, Ist er leicht überfordert, der ist das Ding Wesselfinder? leicht überfordert und ich auch. So, da vorne haben wir die Bleichen, die kommt also hier. Ach, guck mal, und was wir da haben. Das ist die Dresden, die da rauskommt. Nee, das ist Brigitte. Brigitte schwimmt. Brigitte schwimmt? Nein, hier oben auf. Ach so. Also hinten im Kühlbrand war die Dresden, sagst du. Die, Ja. die hat ja nochmal einen Schlenker gedreht. Die hat einen Schlenker gedreht. Vielleicht hatten die auch was zu waschen. Man weiß das nicht. Vielleicht mussten die auch erstmal Wasser aufnehmen. Die Koi ist auch dabei, die Elbkristall fährt auch mit. Siehst du wohl. Und die Finkenwerder fährt nach hinten in der One-Lackierung. Ja, der hat sich mal kurz verfahren, ne? Vielleicht musste er auch Frischwasser aufnehmen, man weiß es nicht. Vielleicht ist es da ein bisschen schöner als hier. Ah, die Bleichen ist auch schön, muss man sagen. Also wer solche Frachter liebt, wer auch die Cap San Diego mag, ich glaube, der wird auch mit der Bleichen sich anfreunden können. Die MS Viking ist ja auch so ein Veranstaltungsschiff, wo man sehr viele Sachen machen kann. Party, Ausstellung. Ich glaube, das mit der Party verwechselst Konzerte. du mit der, ach, wie heißt sie? Stummnitz. Nee, die Bleichen auch. Die, ist Die im Bleichen? Ausbau. Die Ist Bleichen auch- hat auch einen Auch Veranstaltungsraum. Party? Ja, echt? Ja, Ah, okay. Okay, ich nehme alles zurück, rausschneiden. Boah, das ist aber jetzt auch ein schönes Bild hier, finde ich. ja. Da muss ich noch mal ein Foto machen. Hier ist eine Frage. Ja. Oh, ich muss einmal hier kurz, Wie lange ihr denn noch streamt? Damit es- solange wir Lust haben. Genau. Ah, da gibt es gar keine feste. Nö, wir haben keinen festen Geil. Zeitplan. Also wenn der Großteil so durch ist, dann denke ich, Dann, ne? Ja. dann weiß ich nur, wann ich meine Bildschirme alle Ach schnell so. ändern muss, sonst läuft ja überall Werbung. Sonst hast du noch eine Strecke. Ja, ich komme einfach. Ja, aber Bleichen, da haben wir ja bei unserem kleinen Walk durch den Museumshafen, sind wir da ja auch dran vorbeigekommen. Da hat uns ja auch jemand was zu erzählt. Ach Gott, was ist denn das für eine Nussschale da vorne? Das ist ja niedlich. Moment, Ja, ja, lass dir Zeit, hier ist genug Programm. das nur. ist ein Bötchen für Tanja. Auf jeden Fall sehen die entspannt aus. Oh, und eine A380 im Tiefflug. Der hat aber lange gebraucht von Dresden bis hierher. Ganz kurze Störung. Na? Ja. Wollen die was essen, was trinken? Das ist jetzt echt die Frage, weil jetzt Also Hunger habe ich schon, aber Ja. ich glaube,
Ja, vielleicht sowas, wo man so schnell mal so eine Wurst? so reintippert. Ja, so eine Wurst. Eine Wurst du auch? Ja, Und was trinken? Ihr müsst trinken. ja, Ja. ich habe was dabei. Ich trinke die Okay. ganze Zeit Und schon. du? Wasser gerne. Wasser? Gerne, einfach Wasser. Mit oder ohne? Mit, bitte. Danke. Ah, wir werden hier umsorgt. Es ist ein Träumchen. Ist das schön hier? Ist das schön? Leute. Ja, es ist einfach Premium, ne? Also, Und ich mag ja dieses Gewusel. Es können ja gar nicht genug Schiffe auf dem Wasser sein. Fairplay 91 sieht so aus, als ob sie bei der Bleichen gleich ein bisschen mithelfen. da war auch ein Traditionsschlepper, glaube ich, vorne dran. Ja, oder vorne war zumindest auch noch ein Schlepper dran. Oder zumindest ein Ewer. Tja, jetzt kommt die Alexander von Humboldt zurück, aber leider nicht aufgehübscht. Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Also, dafür kommt die Stettin zurück. Vielleicht kriegen wir noch ein kleines Horn. Man weiß es nicht. Also die Stettin hat ja mit der Mein Schiff schon abgeliefert diese Woche. Aber sowas von. Das war ja ein absolutes Highlight. Falls ihr das nicht gesehen habt, ist bei uns auf dem Instagram-Account. Vielleicht kann ja einer der Moderatoren mal so lieb sein und unseren Instagram-Account posten. Da haben wir auch immer noch mal so ein paar Highlights, Ankündigungen für Streams. Vielleicht kann das mal einer in den Chat posten. Denn ich glaube, es sind ja doch schon ein paar Zuschauer dabei, die uns jetzt aufgrund von dieser Veranstaltung gefunden haben. Nicht alles nur Stammzuschauer. Also auch an euch natürlich, an alle. Ein herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich dabei seid. Also es freut uns wirklich sehr, dass ihr ja, das so positiv annehmt, wo doch der Kanal hier eigentlich eine Two-Man-Show ist. Und falls ihr Bock habt, was wirklich hilft, wenn ihr sagt, ihr findet das gut, abonniert den Kanal. Das wäre echt mal ein Pfund. Jetzt haben wir hier Ja, die Küstenwache. die BP 81, die Potsdam von der Bundespolizei. Ja, da wird sie wach, ne? Da steht aber auch vorne die Mutti von den Polizisten. Was? Keine Aber den kann man die Uniform. gleich mit kennenlernen. Das ist so in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Ja, schönes Schiff. Leider war die in der Aufstellung nicht drin. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann habe ich die wahrscheinlich übersehen. Schade, Schande auf mein Haupt. Dabei ist die Potsdam ja eigentlich jedes Jahr da, ne? Ja, die ist nicht zum ersten Mal da. Ist das jetzt der Abschluss mit den beiden? Ja, Ach, aber ein Schwimmkran kommt da auch noch.
Wobei das ja auch interessant ist, hier die Schiffe, die zurückkommen, weil in die Richtung sind die natürlich gerade in dem etwas schöneren Licht. Ja, aber ich habe was rausgefunden. Also die BP81 hätte eigentlich die Bad Düben sein sollen. Dann haben sie die Potsdam geschickt. Ah, okay. Und die Helgoland, die durchgefahren ist, der Doppelkieler, da war eigentlich die Borkum angekündigt, laut Plan. Weil die hat ja auch Schwesterschiffe. Und ich suche mir hier einen Wolf in meinen Unterlagen und finde natürlich nichts. Wir drei. Wie heißt der Apparat da unten? Elegant. So das Boot. Da unten einmal fotografieren mit ganz dicht. Was möchtest du? Wer da drauf ist? Das kleine Boot? Willst du gucken wegen der Uniform? Nee. Alles gut. Der und der. Das ist nicht da. Jawohl, mein Chef. Besser ist das. Jetzt fährt aber die Alexander von Humboldt noch mal vor der Wasserfontäne vorher, Ben. Ich weiß nicht, ob das dich noch mal fototechnisch jetzt hier eventuell triggern könnte. Also mal ganz ehrlich, ne? Wer seine Segel einholt, ne? Der hat das Foto nicht verdient. Der kriegt einfach auch kein Bild. Aber ich habe hier auch das Tele drauf, da wird sowieso nichts von. Ich habe heute kein Foto für dich. Ich versuche mal ein bisschen was hier, zumindest im Video zu zeigen. Ja, ich bin ja so ein bisschen eingeschränkt in der Optik jetzt hier vorne. Ich habe halt das Tele drauf, das wäre jetzt was für Weitwinkel. Sehr schön. Stimmt. Wo ist eigentlich mein Handy? Ja, ihr kriegt noch mal eine Chance zur Auslaufparade, nicht? Aber dann bitte unter Segel. Aber dann ist Schluss. Ja, aber wenn dann nicht, dann nie wieder. Bin ich doch bockig. Möchtest du da einmal nach vorne? Soll ich Oh das? ja, das wäre natürlich super. Das Geh mal ist, her, das guckst ist, du? Paris, der soll eigentlich noch mal was trinken. Ich dachte, du hattest eine Wurst. Ja, die kommt ja. Die wird kommt. grad- Ah, ja, getrunken habe ich doch gerade. Oha, hier kommt Wurst. Eine Wurst. Oh, hier so im Brötchen, eine Wurst im Brötchen. Geil. Herrlich. Richtig cool. Dankeschön. Ich hoffe, dass die Stettin gleich hier nochmal laut gibt. Nein, das ist nicht Ina Müller, das ist Schwester Hansen. Tja, die ist besser. Ja. Singen kann sie auch. Wir haben quasi unsere private Ina. Paddy, möchtest du eine Wurst? Ja,
gleich. Den hätte ich. Dankeschön. Entschuldigt, aber jetzt gibt es ein klein bisschen Essgeräusche dazu. Ich reich dir mal hier den Senf zum Dippen. Teilen wir uns das? Ja, ne? Das ist nicht so, oder? Ja. Gut. Ach, das Flusskreuzfahrtschiff kommt auch zurück. Wie hieß das? Coral Excellence oder so ähnlich? Pearl Excellence. Pearl Excellence. Oder Excellence Pearl, eins von beiden. Ich muss sagen, Wurst können sie auch. Nicht nur Alsterwasser. Die berühmt-berüchtigte Gin-Wurst. Ja, Honda, wir sind noch da, aber wir essen kurz mal eine Wurst. Ja, mal eben schnell eine Stärkung und dann sind wir gleich wieder da. Ja, seid ihr schön ruhiges Kleckern, ne? Soll ich mal mitnehmen? Brauchst du eine Serviette? Aber abputzen kannst du allein, ne? Würdest du sonst? Nee. Ich habe mal meine Frau da. Genau. Oh, war eine enge Kiste. Ja, auf der Stettin ist wohl auch Basti heute unterwegs. Ah, okay. Ach stimmt, das hat er erzählt, ne? Guck mal, Ben, das sind doch auch nochmal schöne Bilder, oder? Mit Prag und Dresden vor der Ach, Elbphilharmonie. schön, ja, definitiv. Also das Komm. ist doch mal ein schönes Finale.
Ja, und der Golden Löw weiß einfach, wie es geht. Ne? Das ist doch die Atlantis. Nee, ein Golden Löw ist hinter dir. Hä? Ach so, ach da hinten, ja, unter Segel. Tatsächlich, falsche Richtung. Oh, und dann diese Fotowölkchen dazu. Ja, es ist schon echt Oh. schön. Oh Mensch, und ihr eskaliert im Chat hier ja schon wieder. Leute, Wir echt haben auch fertig mit Essen. dickes Dankeschön für die Unterstützung. Ihr eskaliert schon wieder. Ja, heute Abend der Stream Queen N, Aida Sol mit hoffentlich einiges an Beifang zum Hafengeburtstag. Wird höchstwahrscheinlich so gegen, ja, ich sag mal so, könnte 17:30 so werden. Na, hallo Katharina. Ich muss dich auch noch mal filmen hier. Oha, Das ist aber ich da geh muss ich den Bauch beiseite. einziehen. Nimm mal den schönen Mann. Nee, Ben. Sieht ja auch cool aus. Ja. Oder ein Foto nochmal. Oha, Paddy, wir kriegen noch ein Foto. Ja, mega. Ja, ihr habt auch einen schönen Balkon, ist auch mega. Ja. Ja, die Katharina ist hier vom Hotel. Also auch nochmal ein dickes Dankeschön an das Gin Hotel. Also ihr seht das an den Bildern, wenn ihr diese Aussicht haben wollt, mit einem leckeren Drink dazu, einen schönen Sundowner, etwas besseres Wetter. Ich sag mal, es ist ein Geheimtipp, vor allem auch in der Woche, wenn es nicht so voll ist. Also wenn ihr da sagt, ihr wollt wirklich hier mal ganz easy einen schönen Absacker nehmen Ja. und dabei, man kann hier wunderbar Schiffe gucken. Vor Oder allem so auch, schön. oh, die Stettin feiert schon wieder. Also wir können es nur empfehlen. Wir waren auch schon einige Male hier oben. Und ihr müsst natürlich nicht Gast sein. Also ihr könnt natürlich auch die Dachterrasse und die Bar könnt ihr natürlich auch als Hamburger genießen. Wir haben gerade schon Ja. einen Happen gegessen. Ja, danke schön. Trinken habt ihr auch, ne? Wir sind versorgt, ja, danke. So. Ben, möchtest du auch mal ein bisschen an die Kamera? Ja, lass mich mal gerne an die Kamera, du. Ich gehe mal ein bisschen in den Schatten. Das war gerade ein bisschen eigennützig. Das brennt ein bisschen, ne? Oh, Ja, ja. es brennt wie Bunsen. Guck mal, ist das nicht ein schönes Bild? Aber so macht man das. Ehrlich. Ja, wenn ich jetzt einen Weitwinkel hätte, ne? Träumchen. Du hast doch eine zweite Kamera, da kannst Nö. du doch drauf schalten. Nee, nee, ach, also du ich meinst mein hier. fototechnisch? Ja, ja. Ah, okay. Ja, ich habe schon gesagt, eigentlich könnten wir von hier oben auch heute Abend wunderbar Auslaufen machen. das Auslaufen machen, aber die haben hier heute Abend Afterwork mit DJ und dann ist hier Musik auf der Terrasse. Ah, okay. Das, da tun wir uns keinen Gefallen mit. Schauen wir doch mal, was da die Stettin da hinten macht. Kommen wir da hin? Oh, bestimmt, oder? Klar. Du weißt, einfach schieben. Ach ja, stimmt, da war ja was. Haha. Das ist ein Schiebedrehzoom. Ja, da hinten ist so ein bisschen Eskalation. Die Stettin macht ihren eigenen Hafengeburtstag da hinten. Ich finde, die Queen N hätte mal ruhig ein bisschen mitmachen können. Definitiv. Zumindest mal einmal so auf die Hupe.
Die ist so teilnahmslos. Auch die Sol hat gar nicht irgendwie mitgehupt. Aber hier unten kommen unsere Freunde von Elas. Guck mal. Anita, Anita. Aber guck mal, jetzt kriegst du gleich grüne Barkasse vor grünem Schiff. Hat man auch nicht so häufig, ne? Sieht man leider nicht ganz so gut im Gegenlicht. Dann kreuzt noch was mit weißen Segeln dazwischen. Gut. Sieht aber auch aus. Kann man machen. Zack. Fertig erledigt. Oh. Ich hoffe, ich bin nirgendwo gegengekommen beim Bildmischer. Alles bestens. Brauchst du irgendwas? Nö, wir sind, Getränke oder so? nein, wir Oder sind super versorgt. Wir haben Essen, wir haben Trinken, also Perfekt. alles So soll es sein. bestens. Livestream funktioniert auch einigermaßen mit wenig Verzögerung tatsächlich. Okay, Sehr gut. ja super. Perfekt. Wenn du was brauchst, hast du. Alles klar. Also wenn wir irgendwas brauchen, einfach Bescheid sagen. Ben, Nachos. gebrannte Mandeln, dänisches Vanilleeis, ein Spaghetti-Eis. Hat er Brot? Brot? Willst du Möwen füttern? Kennst du das nicht? Die Ente in der Bar? Hast du Brot? Muss man gucken bei YouTube. Hast du Brot? Ich habe jetzt gelesen, dass tatsächlich jemand eine Ordnungsstrafe bekommen hat, weil er Möwen gefüttert hat. Echt? Oha. Naja. Also bei Tauben hätte ich es ja verstanden, aber Möwen hier in Hamburg Nee, Winnie war auch nicht Hamburg. war Warnemünde wahrscheinlich, ne? Das kann sein. So, vielleicht Nachos. Was? Hast du nie ein Spaghetti-Eis bestellt? Ja, die unsere Community fragt, ob wir durchstreamen oder ob wir eine Pause machen zwischen dem und den Eis. Nein, wir müssen eine Pause machen. Ihr Lieben, wir müssen eine Pause machen, denn wir stehen hier direkt in der Sonne. Wir haben zwar unsere tollen Panama-Hüte auf, aber wir müssen definitiv ein bisschen Pause machen und uns zurückziehen in den Schatten. Ah, guckt euch mal den Stepper an, du, mit der Festbeflackung. Es ist doch toll, oder? Das ist ja schon wieder die 91, die fährt ja hier die ganze Zeit im Kreis. Ja, die braucht Airtime nur. Und die kriegt sie auch. Nee, durchstreamen wäre ein bisschen sportlich, glaube ich. Oh, hier. Es wird gewunken. So, eskaliert mal. Mensch. Oh, hier. Schwester Hansen, du musst mal als Animator darüber und die alle mal zu einer Laola-Welle. Oh, wie geil ist das denn bitte? Dann gehen wir mit der Kamera drauf und versuch doch mal die Herrschaften. Haben die schon alle ein bisschen Alkohol getrunken? Oh, hör auf. Nicht, dass sie uns da runterfallen oder rumspucken oder so. Nein, das kannst du nicht Das machen, macht doch ist so keiner. heiß. Auch so live hier über die Reling. Gleich gibt's Nachos. Ich hab so einen Hunger. Aber wieso hast du denn nicht ein Spaghetti-Eis bestellt? Das Eis ist nicht so mein Ding. Ja, aber ich finde es echt schön. Ich finde es echt schön. Also das ist ein gelungener Auftakt zum Hafengeburtstag. Kann man machen, ne, oder? Ja. Der Whisky-Hasi hat gespendet für ein Krabbenbrötchen für mich. Das ist ganz Oh. nett. Vielen lieben Dank. Sag mal, soll ich mal die ganzen Spenden nachholen? Ja, also Ja, da das hast dann du gib was mir zu mal- tun. Ist Da das habe der ich richtige Moment dafür? Dann hole ich mal hier das iPad. Das finde ich eine gute Idee. Ich hoffe, dass ich die alle hier noch zusammenkriege.
Ich gehe mal ein bisschen in den Schatten. Ja. Könnte sein, dass es tontechnisch etwas dich komisch doch mal klingt. hin. Genau, ich setze mich hier hin auf diesen Hocker. Und wir haben hier nebenbei ein bisschen Wuselbild. Ja, und ich werde mal hier hinten aus dem Off Soll ich irgendwas tun? erstmal gucken, wie weit ich Nö, zurück muss. Ist alles bestens. Oha, oha, oha. Also, der erste war der CubeCon. 10 Monate auf Twitch. Painfin ist auf Twitch neu dabei mit einem Prime-Sub. Hansi Seehund, 2,49. Andreas Westphal ist seit 13 Monaten dabei. Hamburg meine Perle. Erhard Krokoll schickt 2 Euro Superchat. Sani und Jens, 5 Euro Superchat. Ches Boshuisen verschenkt eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank dafür. 836 Bits zum 836. Hafengeburtstag von The Real Mayo wie Ketchup. Karl Marx, 22 Monate. Bibi Ocean ist 18 Monate schon dabei. Carsten Oberlausitz seit 11 Monaten. Dann das Gaming-Bärchen, 2 Monate auf Twitch dabei. MH Feel Free, schon 14 Monate dabei. The Man with the Iron Fist. Ein Prime-Sub, danke. Der Hornochse, 9 Monate auf Twitch dabei. Christine S. ist seit 14 Monaten dabei. Und Christine S. hat auch noch eine Mitgliedschaft verschenkt auf YouTube. Nilsi, unser Nilsi ist da. 2 Euro Superchat für das beste Geburtstagswetter. Carsten, 16 Monate. Andi, der Sattelschlepper, 5 Schweizer Franken. Dann Danny, die Bande aus Wasserburg mit 2 Euro Superchat. Axel Meyer lässt 5 Euro da. Und schreibt, eigentlich wären wir jetzt auch auf der Gin-Terrasse. Ja, sorry. Tut mir leid, wenn das bei einigen dann nicht geklappt hat aus gesundheitlichen Gründen. Ach, die Drachenmutter ist auch mal wieder da und ist seit 7 Monaten dabei. Sandra, 12 Monate auf dem Fischmarkt. Joachim Bettenhausen, 12 Monate Speicherstadt. Mike Fassbender nochmal mit 2,49. Dann der Marc ist seit 11 Monaten auf dem Fischmarkt. K-Away hat uns geradet, das haben wir natürlich überhaupt nicht mitbekommen, ist schon 2 Stunden her mit 357 Raidern. Vielleicht ist ja noch einer da. Ist noch jemand da, der mit K-Away rüber geradet ist? Dann haben wir den André G. mit 2,49. Claudia S. 11,99. Brigitte Wennemann 2 Euro. Bernhard Sonderhüsken 5 verschenkte Mitgliedschaften. Mirko Stratmann 5 Euro. Superchat. Der Kanalsteurer ist auch seit 14 Monaten da. Malke, danke. Dann haben wir den, oh Gott, oh nein, jetzt ist es verrutscht hier alles. Oh, jetzt muss ich wieder hochscrollen. Hilfe. Der Pokerbrat ist seit 2 Monaten mit dem Prime-Sub dabei. Zwergfox, 300 Bits. Stepp 82 mit dem Prime-Sub neu dabei. Melonio, tja, 500 Bits, Dankeschön. B3 Brut, 300 Bits, Dankeschön. Big Panda, 19 Monate Reeperbahn. Larsbach, 2,49. Da Holler, 10 Euro per PayPal. JH, 17 Monate Fischmarkt. Kai, unser Kölner Kai, 10 Euro Superchat. Die Drachenmutter haut 10 Subs auf Twitch raus. Mike S, 2 Euro. Barbara R, 10 Euro per PayPal. Andi, 5 Euro Superchat. Bin ich jetzt im Fernsehen? 5 Euro Superchat. Pyro Fireworks ist auf dem Fischmarkt neu dabei. Rudi 16, 5,99. Barbara Steinscherer mit 21, ich glaube, das sind 20 Schweizer Franken. Und nicht 21,27 Euro. Danke, Barbara. Holger M., 14 Monate auf dem Fischmarkt. Gigi, der Wahnsinnige, 2 Euro Superchat. Und Gigi nochmal mit 2 Euro. Skyjack 75 ist seit 9 Monaten dabei. Jonas, 5,99 Superchat. Natalie, 5 Euro Superchat. Gigi, nochmal 2 Euro. Captain Grabak, 111 Bits. Ralf A. mit 5 Euro per PayPal. Carsten Oberlausitz, 10 Euro Superchat. Stefan, 5 Euro per PayPal. Charlene Möhring, 10 Euro Superchat. Zirkus 65 mit 5 Euro Superchat. Astrid Mack verschenkt eine Mitgliedschaft. Die Ruhrpott-Gabel ist mit einem Prime-Sub dabei, genauso wie der Yoshi und der Prinz Hans. Schön, dass ihr an Bord seid. Zwergfox, 200 Bits. Ralf A., 2 Euro. Nur der HSV. Ja, das werden wir uns morgen angucken. Philipp S., 5 Euro Superchat. Florian auf dem Fischmarkt neu dabei. Klaas, 5 Euro Superchat. René auf der Speicherstadt jetzt und Bunny Kiel auf dem Fischmarkt Mitglied. Willkommen an Bord. Da Meinhard,
15 Monate auf dem Fischmarkt. Jutta Kreidel, 2 Euro Superchat. Lackerson, 5 Euro Superchat. Der Kölner Kai haut nochmal 10 Euro raus. Dirk Bütow, 5 Euro Superchat. Dirk auf Tour hat uns geradet mit 9 Raidern. Gonzo, ein Prime Sub. Willy the Kid, ein Prime Sub. Die Drachenmutter verschenkt ein Sub an Speedy Gamer. DS aus H, 23,99. Reinhard Nier, 20 Euro Superchat. Martina, 10 Euro Superchat. Der Whiskyhase, eine 5er-Bombe Mitgliedschaften. Die Drachenmutter, eine 4er Subbombe auf Twitch. Raylander verschenkt 1000 Bits. Andi der Sattelstepper nochmal mit 5 Euro Superchat. Dirk Bütow, 2 Euro Superchat. Lamayana, 250 Bits. Merlin ist mit einem Prime Sub dabei. Der Whiskyhase, 10 Euro Superchat. Herz Season, neu mit einem Prime Sub dabei. Mamak auch mit einem Prime Sub auf Twitch dabei. Mann im Stein auch herzlich willkommen an Bord, auch mit einem Prime Sub. Dann haben wir den den Zwergfox mit 200 Bits. Zwergfox nochmal 100 Bits. Der Hessenblitz, 5 verschenkte Mitgliedschaften. Lamayana, 222 Bits. Der Justy, 13 Monate dabei. Zwergfox, 5 Subs auf Twitch. Uta, 5 Euro per PayPal. Andreas Schweiger, 10 Mitgliedschaften. Leute, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Mann, oh Mann, Eskalation. Ulrich Böcker, 16 Monate auf der Reeperbahn. 10 verschenkte Mitgliedschaften von Andreas Schweiger. Seren, 1000 Bits. Dann der Bernie, 13 Monate auf der Speicherstadt. Bernie verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Und der Erhard verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Ein ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Und Lamayana jetzt gerade noch mal mit 250 Bits. Ich hab fertig. Boah, Leute. Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß Danke. nicht, also... Danke. Boah. Ganz herzlichen Dank. Ey, das ist so fett. So fett. Also... Dankeschön. Hab den Mund voll. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich es im Gesicht, aber ist okay. Das sind nur Nachos. Ach so. Und Spaghetti-Eis hast du nicht bekommen? Nee. Ich krieg Mist. immer nur das, was ich will. Aber ich will ein Eis. Okay. Ja, das Ja. musst du dir Kann später ich mal kurz holen. meine Muss ich Kamera später, ja. haben? In der Pause. Ja. Mann, 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 habt ihr das mitbekommen, was hier los ist? Und es geht schon wieder weiter. Also wir müssen gleich noch mal eine zweite Runde einlegen. Ich muss mir mal merken, dass ich bei Lamayana war mit den 250 Aber das Bits. kann man sich doch gut merken. Ja. Lamayana, Ding Dong, Lamayana, Lama, Ding Dong. So ging das doch, ne? Lama. Aber Lamayama ist die Schwester von Lama. Ja. Ne? Wow. Ja, ich muss echt ein bisschen... Also ich stand jetzt wirklich 2 Stunden in der Sonne. Also, wow. Wow. Mal Wasser. Ja. Puh. Danke. Und so viele Besucher haben wir auch, ne? Oh. Also Wahnsinn. Wie ist denn die Stimmung da hinten? Aber auch viel Sonne, oder? Auch sehr viel Sonne. Ja. Ja, richtig cool. Richtig cool. Guck mal, Jürgen Groß ist seit 8 Monaten dabei. Mirko Rum 15 Monate. Dominik 3 Monate. Alexi 1000 Bits. Andreas Schweiger haut eine 10er Bombe Mitgliedschaften raus. Hagen mit 5 Euro per PayPal. Hansi Seehund nochmal 2,49 und Serien 15 0174. Eine 10er Subbombe. Wow. Leute. Ganz fettes Dankeschön. Warte, kannst du einmal über den Bildmischer gucken? Ich war beim Bewegen hier einmal so rüber gestrichen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas erwischt habe. Naja, also wenn du hier unten noch ein Bild hast, da auf dem Computer. Okay. Dann Ja, weil ist- hier auch der ja. Ton, glaube ich, irgendwie gemutet wird. Nicht, dass ich da irgendwie... Nee, ich glaube, das sieht gut aus. Okay. Ich glaube, das sieht gut aus. Ist alles in Ordnung da draußen bei dir, Ben? Ja, du. Kann noch ein bisschen im Schatten bleiben? Ja, bleib mal ruhig im Schatten. Okay. Ich habe das hier im Griff. Ja. Ja, ich muss auch noch mal ganz explizit ein natürlich dickes Dankeschön an alle Stammzuschauer schicken, die schon so lange dabei sind
und mitgeholfen haben, diesen Kanal zu dem zu machen, was es ist. Aber so ein Event wie Hafengeburtstag ist natürlich auch immer ganz toll, um ein paar neue Zuschauer zu gewinnen. Also wir freuen uns wirklich wahnsinnig über alle, die schon lange dabei sind, aber natürlich auch über alle neuen Zuschauer. Und vielleicht können wir ja den einen oder anderen halten und dann auch in Zukunft bei den, ich sag mal, normalen Streams wieder begrüßen. Wenn der Hafengeburtstag Wahnsinn vorbei ist. Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt hier noch so ein bisschen das Ganze ausklingen. Ne? Die meisten Schiffe, die fahren ja jetzt auch schon raus. Der Ben haut noch ein paar Eindrücke raus. Das Gros ist durch, würde ich sagen. Ja, und dann geht es nachher in die nächste. Nachher geht es dann in die nächste Runde. Die Twister schiebt sich ja auch noch mal schön durchs Bild. Sag mal, Leute, Andreas Westphal, 5 Mitgliedschaften, Ronos, 5 Euro Superchat, der Mirko ist auf dem Fischmarkt neu dabei, willkommen. Der Logistiker, 10 Euro Superchat, Ronos, 14 Monate, Sinas, 16 Monate, Rex, eine 5er Subbombe, der Whiskyhase nochmal mit 5 Euro Superchat und hey, Robert Kröber, moin Robert, Digga, auch nochmal ein 5er-Pack Mitgliedschaften. Junge, Junge. Ja, einen historischen Schwimmkran haben wir hier auch im Angebot. Der macht tatsächlich jetzt auch so ein bisschen Ausfahrten auf dem Hafen zum Hafengeburtstag. Und ansonsten glaube ich auch als Party-Location buchbar. Der Hannes sagt, wir können uns ruhig eine Auszeit nehmen, sollen aber den Stream weiterlaufen lassen. Ach so, das ist ja völlig uneigennützig. Also, Großzügig, Dankeschön. Das sind die Prioritäten, ihr könnt verschwinden. Ja, aber lasst das Bild laufen und Ja. irgendeiner zieht bitte noch mal ein bisschen den Fokus nach und solche Geschichten. Ja, nee, ist klar. Ich bin ja froh, dass die Technik überhaupt so stabil läuft, weil die steht hier nämlich auch voll in der Sonne. Aber du, ich glaube, ist tipptopp. Eddie hat ganze Arbeit geleistet. Ja, also das kann man nicht oft genug Eddie loben. hat wirklich... Guck mal, der Tiger kommt hier unten. Ja, ich glaube, den hast du eh schon drauf. Das geht hier schon wieder weiter. Andreas Schweiger auch nochmal ein 5er-Pack an Mitgliedschaften. Zwergfox ist jetzt neu dabei als auf dem Fischmarkt. Und der René, Reeperbahn-Mitglied. Hey, willkommen ihr beiden. Der Dirk, 14 Monate auf der Speicherstadt. Ach, guck mal, Eddie ist sogar im Chat. Mensch, Ja, super. wir haben natürlich viel zu wenig Chat gelesen heute. Also das Ja, ist... aber das ging auch, glaube Ja. ich, nicht anders. Ja, Aber Eddie, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist echt eine Meisterleistung. Also schöne Technik. Ja, Tumein schreibt, YouTube ist für Hamburg Hafen Live nicht ausgelegt, der Tab schmiert ab. Das ist etwas, was ich übrigens auch festgestellt habe, wenn man Streams guckt, wo extrem viel Chat läuft, dass irgendwann der Browser die Grätsche macht und dann irgendwie sagt out of memory. Zumindest wenn man den Chrome benutzt. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Browsern auch ist. Und das ist wohl ein Problem, was schon länger existiert. Ja. Ich weiß nicht, ob es an YouTube liegt oder ob es am Browser liegt, keine Ahnung. Aber mit dem Problem bist du nicht alleine, Tumein. So, die Otto Schäfer habe ich dann auch mal gefunden. Auch hübsch.
Hafenpolizei. Polizei, da bin ich schon wieder. Ja, Hafenpolizei. Und ich glaube, mit der Otto Schäfer wurden damals auch Transporte von Erkrankten durchgeführt. Also müsste auf meiner Liste stehen, habe ich jetzt gerade nicht parat. Meinst du Aber dieses kleine Boot da, dieses Mini-Boot da? nee, das ist ja mehr so ein Bördeboot schon fast. Ne? Nee, ich rede von dem Dampfer hier. Da, wo der Papst noch nicht gewählt ist. Der. Ja, Ach, das Ding. ja wie? Da steht ja Hafenpolizei drauf. Jetzt findest du nicht mehr so dolle, oder was? Aber keine Uniform. Nee, da Oh, das ist ist... ganz niedlich. Ja. Das ist Ja. niedlich. Ja, eigentlich sollten auch Börteboote hier durch den Hafen fahren. Ich habe auch noch keinen gesehen, so wirklich. Captain Plauzes Frau, 5 Euro Superchat. Ja, aus dem Krankenlager, Mensch. Ja, die haben wir noch kurzfristig abgesagt, aber wir wünschen natürlich gute Besserung. Und Michael, auch nochmal 10 Mitgliedschaften. Andi ohne Haare ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Vielleicht können wir dann ja bald, wenn wir den nächsten Schritt haben mit Mitgliedschaften, du brauchst immer so eine gewisse Anzahl, dann kannst du ein neues Emoji, dann können wir das neue Schwester Hansen-Emoji einpflegen. Wir haben ja eine Schwester Hansen-Möwe. Ja, es wird auch, Ja, wir haben die wird, noch gar nicht gezeigt. Nee, das stimmt. wird auch Zeit, dass die eigentlich also zum Hafengeburtstag Aber vielleicht erstmal muss mal... ich den noch mal sehen, ob ich darauf absegnen kann. Ja, da hast du aber schönes Haar drauf. Ehrlich? Ja, ja. Nicht so wie heute mein Betthaar wäre. Hafenpolizei. Die Hafenpolizei kann's aber. Das kann man wohl sagen. Man kann das immer so kaum glauben, dass man hier stehen darf, bei diesem schönen Wetter mit diesen ganzen vollen Schiffen. Ne? Das ist so. Das geht ja nachher noch weiter. Also wie gesagt, wir machen ja gleich ein Päuschen. Und ja, ich denke mal, dass wir so 17:30 Uhr weitermachen. 18 Uhr geht die Sol raus. Und dann noch die Queen Anne. Und da machen wir noch ein kleines Abendstreamchen. Ja, tanzen wir noch ein bisschen. Dance Hoffen. up the day, dance up the day. Und vielleicht kriegen wir ja Schwester Hansen noch dazu, dass sie nochmal das Tüdelbandlied singt. Ja, mit Oh, ich dir brauche mal zusammen. meine Kamera. Kann mal eben kurz jemand Ja, sagen, dass ja meine hier, Kamera der hier Patrick macht das mal. Deine Kamera, ja, wo liegt denn die? Ah, einmal hier die Kamera für den Kameramann. Ah, Dankeschön. Träumchen. Oh, Cap San Diego vor Elbphilharmonie. Selbstgänger, ne? Krasse Kombination. Frank Böhme, danke dir für ein Jahr bei uns. Und GC Fargo, herzlich willkommen. Danke für deinen Prime-Sub. So Leute, ihr seht, was ich sehe und das muss man doch mitnehmen, ne? So ein schönes Schiff. Haben sie aber wirklich schön da jetzt gerade hingelegt. Ben, Definitiv. nur für dich. Ja, du, sie heißen, oder sie heißt ja nicht umsonst Weißer Schwan des Südatlantik, ne? Ja, Maurice fragt, was ist denn das für eins rot-weiß? Maurice, willkommen bei uns auf dem Kanal. Das ist die Cap San Diego. Ja. Ein alter Stückgutfrachter. Wurden insgesamt 6 Stück von gebaut. Das war das letzte aus der Baureihe. Ist noch fahrbar, liegt hier normalerweise als Museumsschiff im Hafen. Ist für Hamburg Süd gefahren. Weißt du das Baujahr noch? War das 1962. 62. Da wird gehupt. Ist da vielleicht Captain Dende auf der Fritz Cola? 1981 wurde sie dann mehrfach verkauft, 1984 außer Dienst gestellt und 1987 dann ja, nach Hamburg abgetakelt, letztendlich überführt und restauriert. Ich hoffe, das war jetzt soweit richtig. Ansonsten gib Chatkloppe.
Ich glaube auch die Minerva, die hier gerade an uns vorbeigefahren ist, die ist sehr ähnlich gebaut wie die Gorch Fock. Ah, okay. Der weiße Segler, der hier gerade war. So, der Schwimmkran, der macht sich auf den Rückweg. Der hat fertig. Na, wir haben ja hier mehrere Schwimmkräne. Der jetzt gerade kommt. Warte, ich gehe da mal eben kurz rauf. Jetzt fehlt ja als Highlight nur noch die Kaya Josephine. Ja, das wäre es jetzt, ne? Ja, wir haben mehrere Schwimmkräne hier in Hamburg und der hier ist tatsächlich zum Arbeiten da. Das der Museumskran ist deutlich weiter hinten schon im Bild. Die Stettin Der hat kommt auch übrigens beim gleich aus dem Aufbauen Vorhafen. Ah, guck mal. Dann machen wir noch mal Folgendes. Da machen wir doch mal einmal, guck mal, Kamera 2. Dietmar, die Peking ist nicht unterwegs, weil die fährt nicht mehr. Bisschen schade, aber die Kamera 1. ist leider nicht fahrtüchtig. Ist das nicht schön? Guck, Honda sorgt sich schon um uns. Er sagt, wir sollen uns ausruhen. Ich denke Ja. auch, wir nehmen jetzt die Stettin noch mit, wie sie hier rausfährt. Vielleicht lässt sie ja noch einmal einen kleinen Gruß da und ich glaube, dann gehen wir in unsere Pause und dann, wie gesagt, so circa 17:30 Uhr, denke ich mal, geht es nachher weiter. Ja, noch mal ein bisschen was trinken, was essen, ein bisschen ausruhen, noch mal den Leuten Hallo sagen vor allen Dingen. Genau, Ne? genau. Ist aber schon Apparillo, ne? Also der Schwimmkran hat schon echt in sich. Der fährt uns hier auch gleich einmal wunderschön durchs Bild. Ja, hier ist ordentlich was los in Hamburg. Hafengeburtstag ist der Hafen eigentlich gefühlt in meinem Ausnahmezustand. Gucken wir uns den dicken Otto noch mal an, ne? Oh, der Schwimmkran, der ist aber auch echt toll hier, so direkt von oben. Ja. Ja, Schwimmkran trifft Cap San Diego. Quatsch, Stettin. Junge, 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 jetzt geht's aber langsam los hier. Ihr merkt schon, die Sonne wirkt, ne? Thomas Groß, willkommen auf dem Fischmarkt. Und Dirk Emden lässt nochmal 11 € Superchat da. Dankeschön. Alles gut. Wollt mal gucken, was hier los ist. Nee, alles gut. Wir gehen gleich in die Pause. In die Pause? Ja. Ja, hier ist die Frage, Drohnenbilder wären auch geil gewesen. Also es ist tatsächlich so, dass das Hafengebiet Drohnensperrgebiet ist. Und die haben auch schon gesagt, es gibt absolut keine Genehmigung. Ich glaube, die einzige Drohne, die hier rumfliegt, ist die Kameradrohne von dem Produktionsteam für Elbe in Concert. Aber lustigerweise, das Sperrgebiet hört genau hier auf. Also die Grenze ist, kannst du ja mal zeigen, vorne, da wo die Luna liegt, also da der Anleger, Blom und Voss.
das ist die Grenze für das Drohnensperrgebiet. Also rechts davon dürfte ich tatsächlich jetzt mit der Drohne fliegen. Aha. Aber dazu kommt ja, dass du Schiffe nicht überfliegen darfst. Ja, das wäre schwierig geworden. Und das ist heute natürlich, abgesehen davon, haben wir so viel zu tun bei diesem ganzen Gewusel, dass dann noch Drohne fliegen einfach too much wäre. Aber ich glaube, das war auch so schon ganz okay. Finde ich auch. Also ich habe das ganz okay gemacht. War okay, ne? Ja. War ganz okay, Ja, ja. ja. Ja, und außerdem, wir sind ja eh relativ hoch. Also so wahnsinnig viel hätte uns die Drohne jetzt auch nicht gebracht, außer dass man vielleicht noch mal ein bisschen hätte rüberfliegen können. Ja. Ben, was meinst du? Ja, so langsam. Gehen wir mal ne? in die kleine Pause. Sehr gerne. Mal die Mädels nochmal zur Verabschiedung oder reicht das, wenn ich dabei bin? Nein, kannst du gerne holen. Ich drehe mal die zweite Kamera um, dann können wir uns noch mal zeigen. Gar nicht so einfach mit der zweiten Kamera, so wie ich das hier aufgebaut habe. Eine kleine Herausforderung. Ja. So, ich hoffe, das funktioniert gleich. Alexander, danke dir für 20 Monate. Ich glaube, Tanja holt noch mal die Mädels alle. Ja. Ist das wieder die 91 hier? Kannst du das sehen? Ich kann es noch nicht entdecken. Nee, ich glaube, das ist die 95. Kann das sein? Also ich bin von hier oben bin ich wirklich aufgeschmissen, was das betrifft. Du hast da so einen Zoom an der Kamera. Ja, aber Du musst mit dem Techniker Bescheid sagen. Ich weiß nicht, wo der ist. Gleich? Nein, also erstmal werden wir jetzt sagen wir erstmal Tschüss und dann gucken wir weiter. Adrian, höchstwahrscheinlich geht es um 17:30 Uhr weiter. Den Stream gibt es schon, ich glaube, der steht auf 17 Uhr, aber wir werden wahrscheinlich 17:30 Uhr machen. Habe ich unterwegs aufgesammelt. Und ich habe nicht gefunden. ist die 95 im Übrigen. Ja. Ja, Ben, willst du mal auf die 2 gehen und dann Ja, kommen will wir ich schon. Oh, ich bin auf der 2. Leute, Leute, so, Dann hoffe ich mal. ihr wart die ganze Zeit schon zu sehen, das macht ja nichts, ne? ja, Ja, ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. Ja, macht Haha. ja nichts. Okay, ich glaube, Bild ist ein bisschen dunkel. Warte mal. So, ich sehe gar nichts. ist egal, ne? Nix. Ich sehe auch nichts. Ist Ich sehe egal. nichts, ich höre nichts, ich habe nur Hunger. Er ist nicht Du auf der kriegst ja gleich 2. was, mein Kind. Du kriegst ja gleich was. Du warst nicht auf der 2, du warst auf der 4. Aber egal. Ach so, ja, du. Aber egal. Alles egal. Du sag mal, das ist ja schon 15 Uhr. Ja. Ja. So, ihr Lieben. Ja, wir gehen in die Pause. Also ich kann nur ein ganz, ganz fettes Dankeschön sagen. Der Stream hat wieder alles gesprengt. Das, ja, sensationell, ne? Ja, also Ja. mehr geht auch nicht. Mehr geht auch nicht. Was für ein wilder Auftakt. Ja. Ja, ja. Also eigentlich, wenn es jetzt vorbei ist, wäre es auch nicht schlimm. Aber da kommt ja noch was. Also, Genau, wir haben ja noch was vor, Mensch. ja, also ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch alle, dass ihr dabei wart. Ein fettes Dankeschön natürlich alle, die auch den Kanal unterstützt haben und was in die Spardose geschmissen haben. Und natürlich ein ganz, ganz dickes Dankeschön hier an unser Team Behind. Auch die zu Hause gebliebenen, die am Chat sitzen. Wir haben doch schon Blasen heute, Ja. oder? Das kann sein, ja. Also wie gesagt, es geht nachher weiter, circa 17:30 Uhr würde ich sagen.
mit Aida Sol und Queen Anne. Und wir hoffen darauf, dass wir noch so ein bisschen Beifang kriegen, ein bisschen, ja, dass der ein oder andere, Schiffchen noch eine kleine Hafenrundfahrt macht. Ne? Das ist so das, was wir uns wünschen. Also ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis später. Wir schicken Später. Liebe. Komm mal runter. Sensationell! Sensationell! Also wirklich. Ja, ich muss raus, mein Gefängnis.